Ein saftiges Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und ihr seht es auf dem Tisch. Heute schauen wir uns mal wieder ein Schmuckstück aus dem Hause G&G an, und zwar die brandneue G&G PCC 45. Basis ist letztendlich, ich denke mal, eine UMP, bedeutet das Ganze modernisiert. Ihr seht hinten, der Klappschaft ist letztendlich noch von der UMP auf 45er Magazin natürlich und vom Design ein bisschen angelehnt an eine LWRC SMG 45. Bedeutet auch hier die Designelemente oder vom M-Log-System direkt in den Receiver oder in den Upper mit reingezogen. Und das Ding, sind wir ehrlich, das Ding, das sieht sowas von brachial aus. Also auch wieder designtechnisch Hut ab G&G, richtig, richtig sexy. Dann natürlich eine komplette Neuentwicklung von G&G, bedeutet, sowas gibt es noch nicht auf dem Markt. Wir haben ein sehr geiles, durchdachtes System, um den Akku einzulegen. Vorne wird auch komplett irgendwie gesichert, aber man sieht den Akku nicht. Komplett Ambidex oder beidseitig nutzbar, geiles Wiederschnellwechselsystem drin. Und dann haben wir auch noch die G&G ETU natürlich drin, das Ganze in der Generation 4. Also eine sehr, sehr schöne Maschinenpistole oder ein sehr geiles SMG. Und wir schauen uns natürlich wieder einmal im Detail an. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Gut Leute, gehen wir es an. Zunächst mal ein riesengroßes Danke an den Bernd und an den Alfred vom softairstore.de, welche mir dieses Modell sehr zeitnah zur Verfügung gestellt haben. Das ist auf der einen Seite sehr schön, bedeutet, ich konnte ein brandneues Modell in Ruhe reviewen. Letztendlich fehlen mir aber ein paar finale Punkte. Bedeutet, einen finalen VK weiß ich aktuell nicht, konnte mir auch der Bernd noch nicht sagen, wie viel dieses Modell final kosten wird, denn sie ist jetzt letztendlich erstmal durch die Zulassung durch und das war schon, also es sind noch keine, im Verkauf noch keine Modelle verfügbar. So, und was man aktuell leider auch noch nicht sagen kann, und da werde ich speziell im Fazit dann nochmal drauf eingehen, das sind die Internals. Denn hier gibt es krasse Differenzen, jetzt schon. Bedeutet, wenn ihr später mal seht, wenn wir die hier zerlegen, die hat relativ billige Internals drin oder nicht gerade die besten, letztendlich von der Standard CM16-Serie. Und es gibt aber auch schon Modelle in Europa, das sind die guten von der GC-Serie drin. Also besserer Motor, bessere Pisten drin, besserer Pistenhead. Und wie gesagt, aktuell weiß ich leider nicht, wie dieses Modell final in den Verkauf reinkommen wird. Wie gesagt, quatschen wir später nochmal drüber. Schauen wir uns zunächst mal einmal den Lieferumfang an. Was habt ihr im Karton alles enthalten? Zunächst mal wieder so ein riesengroßer, fetter G&G-Katalog, den könnt ihr aufhalten und könnt die Küche damit tapezieren. Wird sich gut machen, könnt man ein paar Kniften anschauen den ganzen Tag. Nein, Scherz. Dann ein kleiner Lob an G&G, eine sehr gute Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung, auch in Deutsch das Ganze. Und auch für Leute, die noch nie eine Airsoft in der Hand hatten und sich null damit beschäftigt haben, hervorragend erklärt. Es wird sogar aufs Wiederschnellwechselsystem eingegangen, es wird aufs Hop-Up eingegangen, wunderbar. Dementsprechend, ja, wirklich alles Relevante, sehr, sehr gut drin erklärt und auch für Leute, die kein Englisch können, perfekt, auch auf Deutsch. So, was haben wir noch? Ein wunderschönes 45 ACP Magazin, ist ein Mid-Cap Magazin. Dann habt ihr standardmäßig bereits montiert, die habe ich jetzt mal weggemacht, so eine QD-Aufnahme, M-Log für den Trageriemen, also für diesen Bügel quasi. Könnt ihr euch ans M-Log-System montieren, links oder rechts, wo das halt braucht, oder ihr macht es ganz weg, komplett aus Stahl natürlich. Dann ein ewig langer Laufreinigungsstab, da könnt ihr auch wieder komplett bis hinten in den Spring Guide reinputzen. So, dann ein Röhren-Speedloader. Warum auch immer man sowas heute noch produziert, keine Ahnung, brauche ich nicht, besorgt euch einen zum Drücken. Und selbstverständlich final einmal eure wunderschöne PCC 45. Schwätz mal anschließend wieder gleich die technischen Daten durch. Die PCC 45 kommt aus dem Hause G&G, wird also einmal in Taiwan produziert und entsprechend natürlich vom Preis wieder ein bisschen teurer wie jetzt eine China-Knifte. Muss man natürlich immer berücksichtigen, dass einfach Waffen aus Taiwan teurer sind wie aus China, ist klar. Dementsprechend nicht rummosern, wenn halt das Ding ein bisschen teurer ist. So, dann wird dieses Modell vom Softair Store nach Deutschland importiert, entsprechend auch die Zulassung vom Softair Store, und ihr habt vom Schützen aus auf der linken Seite, also auf meiner Seite, schön klein und dezent unter dem Pistolengriff einmal im Lower euer FM5 weg, einmal sauber eingelasert. Also nicht irgendwie so ein fettes CMH-F da irgendwo drauf, nein, richtig schön klein und dezent unter dem Feuerwahlhebel.
Gut, dann zu den Daten. PCC45 im aufgeklappten Zustand eine Länge von 735 mm. Wenn wir den Klappschaft einklappen, erreichen wir noch 495 mm. 21 mm Pickrail im oberen Bereich mit 360 mm und ebenfalls am Vorderschaft für die Montage von Zubehör links, rechts 4 M-Lok-Positionen und im unteren Bereich nochmal 2 M-Lok-Positionen. Ebenfalls verfügt die PCC45 über ein Standard 14 mm Linksgewinde hier vorne drauf mit Gewindeschutzkappe. Ihr könnt also problemlos ganz schnell Tracer, Schalldämpfer oder von mir aus Mündungsfeuerdämpfer einmal draufschrauben auf das Teil. Dann haben wir noch den Innenlauf. Das ist ein Standard AEG-Lauf mit einer Länge von 255 mm und einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Jetzt wollte ich schon 0,3 sagen. Nein, 0,8 mm. Gut, gewichtstechnisch PCC45 mit Magazin, allerdings ohne Akku, ohne Mumpeln, gerade einmal 2495 Gramm, also knapp 2,5 Kilo. Dementsprechend relativ kompakt, relativ leicht das Ganze. Gut, was fehlt noch? Stecksystem ETU MOSFET. Ja, wie vorhin schon gesagt, wir haben G und G ETU drin verbaut, das Ganze in der Generation 4. Ihr habt also auch wieder Akkuüberwachung, Zyklenüberwachung und natürlich ein MOSFET. Dementsprechend sind problemlos 11,1 Volt LiPos mit 3 Zellen in diesem Modell möglich. So, Stecksystem, seht ihr später, Akku wird hier relativ geil eingelegt, hier vorne im Vorderschaft, ist auch nicht sichtbar oder so, ihr habt kein Kabelgeknödel oder so, nein, ist geil umgesetzt, zeige ich euch später, aber ihr habt standardmäßig einen Mini-Timer-Stecker. So, daher wir hier vorne aber natürlich keine 2000 mAh Akkus reinbekommen, sondern maximal vielleicht 1400, ist es auch technisch problemlos möglich, diesen Mini-Timer-Stecker durch einen T-Stecker zu ersetzen. Also die ETU und das MOSFET hält auch problemlos von den Widerständen her einen T-Stecker einmal aus. Fehlt abschließend noch die Energie. Wir haben hier nicht die Standardversion, bedeutet, wenn ihr mal im EU-Ausland mal rumschaut in den Shops, findet ihr dieses Modell meistens mit 1 Joule, 1,1 Joule. Der Software Store holt hier aber nicht die Standardversion nach Deutschland, sondern die High-Velocity-Version. Bedeutet, wir haben ein bisschen mehr Bums drin. Um genau zu sein, wird es ja angegeben mit 1,4 bis 1,5 Joule. Jetzt zeige ich es euch auch dann später. Wir haben hier auch bei der PCC45 ein unheimlich geiles Wieder-Schnellwechselsystem drin. Bedeutet, ihr habt eine relativ leichte, kompakte Waffe mit einem guten Handling und habt hier relativ wenig Limit. Also ihr habt hier einen guten Mid-Range Allrounder und könnt das Ding mit 1 Joule spielen, irgendwo in der Halle drin. Ihr könnt das Ding mit 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 problemlos spielen. Und dementsprechend hier, wie gesagt, von der Energie auch wieder eine hohe Spanne oder eine große Spanne einfach möglich in diesem Modell. Gut, ich habe sie auf jeden Fall out of the box für euch wieder nachgekront, 0,2 und 0,3 Gramm. Gut Leute, Chrono, Schusstest haken wir einmal ab. Schusstest kann man vielleicht noch sagen, Hobab hat sehr gut funktioniert, aber ihr dürft jetzt auch nicht erwarten,
dass das Modell jetzt irgendwie für 0,3 Plus ausgelegt ist. Wie gesagt, wir haben hier ein gut, relativ kompakt mit dem Klappschaft mal hingestellt, aber relativ leicht, schönes Handling, nicht ganz so schwer das Teil. Und da ist von der Energie her, sage ich mal, mit 0,8er20 funktioniert es ja am besten. Also 0,8er20, 50 Meter, hervorragend. Und dafür würde ich auch sagen, ist die Waffe eigentlich am besten. Wir haben hier kein hochgezüchtetes Airsoft-Modell, irgendwie eine Langwaffe, wo wir mit 0,4 auf 80 Meter oder so schießen. Nein, wir haben einen kompakten Allrounder, wie schon gesagt, mit der Energie von 1,4 bis maximal 1,5 und das sind 0,28 Gramm vollkommen in Ordnung. Und die sind auch nicht so teuer. Wer natürlich vom Kugelgewicht hochgehen möchte, unbedingt 0,3, 0,32, der kann immer noch das Bucking mal tauschen. Aber so wie das Ding kommt, funktioniert es wirklich schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Gut. Jetzt da allgemeine Informationen und hier versuche ich euch so viele Informationen wie möglich einmal reinzupacken, das Ganze natürlich wieder ohne Cut, wenn es mir möglich ist. Zunächst mal drehe ich euch das Ding wieder ein kleines bisschen ins Licht rein, damit ihr das Design vielleicht ein bisschen schöner erkennen könnt. Habe ich euch ja vorhin auch schon gesagt, es sieht einfach mega sexy aus, das Teil. Das ist also G&G wieder unheimlich gelungen, muss man sagen. Also die wissen schon, wie man sowas entwirft. Ja, richtig, richtig sexy. Gut, und dann die allgemeine Information, ihr packt das Ding aus und natürlich, wir haben hier eine Polyamid-Waffe wie die ARP, letztendlich auch die ARP9. Bedeutet, wir haben den gesamten Vorderschaft aus CNC gefrästem Aluminium, auch das Rohr vorne drin ist aus Alu gefertigt, Gewinde vorne aus Aluminium und der gesamte Receiver, Upper und Lower, sind aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Also hier aus einem sehr guten und robusten Kunststoff. Das Ganze auch nicht irgendwie dünnwandig oder sowas, auch wenn er da drauf prügelt auf das Ding. Wie gesagt, das ist von G&G einfach ein sehr, sehr guter Kunststoff. Die meisten kennen es wahrscheinlich schon von der CM16-Serie. Auch der Klappschaft hinten ist natürlich aus Kunststoff gefertigt. Hier haben wir wie bei der UMP letztendlich auch hier oben dieses Stück einmal eingearbeitet aus Gummi und ebenfalls die Schaftkappe hinten ist ebenfalls aus Gummi gefertigt. Den könnt ihr natürlich über den seitlichen großen fetten Knopf einfach einmal einklappen. Der arretiert aber nicht von selbst, sondern den müsst ihr ein bisschen hochziehen und hier vorne eben einmal arretieren. Zum Beispiel für den Transport oder wenn ihr wollt, von mir aus auch im Gebäude. Ja, wenn ihr wollt. Also hier einmal der Klappschaft und da muss man auch sagen, ja, der arretiert sauber. Ihr habt im Scharnier selber kein Spiel drin. Durch das Material lässt er sich ein kleines bisschen winden. Aber das kann man genauso ignorieren. Das wird wahrscheinlich eine Scharfwaffe genauso haben. Dementsprechend hält sauber, wackelt nicht, klappert nicht oder sowas. Tipptopp. Dann haben wir bei der PCC 45 auch ein sehr interessantes Modell für Linksschützen, denn das gesamte Modell ist eben ambidex oder beidseitig nutzbar. Bedeutet, ihr habt zunächst mal den Spannhebel, da gehe ich vielleicht gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, auch beidseitig vorzufinden, zum Hop-Up einstellen zum Beispiel. Ihr habt den Verschlussfang auf beiden Seiten und natürlich auch den Feuerwahlhebel, ebenfalls beidseitig nutzbar. Ebenfalls habt ihr im Lieferumfang noch hier vorne so eine QD-Aufnahme für den Tragebügel zum Beispiel, Trageriemenöse. Die könnt ihr natürlich hinbauen, wo ihr wollt. Die ist übrigens aus Stahl gefertigt. Und wie gesagt, da habt ihr einen im Lieferumfang dabei. Ihr habt aber letztendlich für den One-Point ebenfalls hier hinten nochmal eine fette Stahlaufnahme, um eben die Waffe an dem Trageriemen zu befestigen. Die würde ich schon eher nutzen. Hier kann man aber vielleicht, oder muss man eins ansprechen, ja. Es ist schön, die Waffe ist beidseitig nutzbar, aber die Aufnahme hier, die könnt ihr zum Beispiel nicht ohne weiteres einfach ummontieren oder auf die andere Seite drehen. Das zeige ich euch bei der Demontage später, denn ihr habt letztendlich die Gewinde für die Aufnahme, für die Schrauben, habt ihr nur auf einer Seite in diesem Pin drin. Und ihr habt im inneren Bereich die Federstange, die hakt an den Pin ein, aber das Loch ist nur auf einer Seite vorhanden. Und dementsprechend, also das Ding einfach umdrehen auf die andere Seite, das geht meiner Meinung nach nicht ganz so einfach. Das ist ein bisschen schade, hätten sie auch dran denken können. Aber ansonsten, wie gesagt, auch Feuerwahlhebel komplett beidseitig nutzbar und natürlich den Magazinauswurf. Einmal wie bei einer UMP oder einmal hier unten drin. Funktioniert auch natürlich einmal tadellos. So, dann, wenn ihr euch mal das Design anschaut. Ich habe es euch ganz am Anfang gesagt, basiert ein bisschen auf einer LWRC SMG 45. Ist aber vom Design ein bisschen, ja, oder weicht ein bisschen ab. Da hätten wir zunächst mal den sehr, sehr großen Magazinschacht, was natürlich für das 45er Magazin viel zu groß ist. Das ist leider technisch bedingt auch nicht anders möglich. Ich finde es jetzt auch, oder ich würde es auch schöner finden, wenn der Magazinschacht ein bisschen schmäler oder ein bisschen kleiner wäre. Ist aber wie gesagt nicht möglich, denn wir haben hier eine Standard G2 Gearbox drin oder V2 Gearbox, natürlich auch Standard M4 Hop-Up Kammer einmal drin im Rotary Design und dementsprechend war es G&G natürlich nicht möglich, jetzt hier einfach im Magazinschacht kompakter zu machen, denn sonst wäre die Gearbox nicht mehr reingegangen. Mussten sie also einen kleinen Kompromiss eingehen und dann werde ich euch auch später zeigen, bei der ETU haben wir auch weiterhin die Platine extern mit dem MOSFET drauf.
Und auch hier mussten sie vielleicht einen kleinen Kompromiss eingehen, denn die haben die Platine hier hinten einmal drin, bei diesem, ja, zwischen Upper Receiver und quasi der Aufnahme hier für den Klappschaft. Da ist also relativ viel Platz innen drin für die Platine. Hätte G&G ihre ganzen Kabel mal oder ihre ganzen Chips, sage ich mal, oder Platine alles mal intern in die Gearbox reingeballert, wie es andere Hersteller auch machen, dann hätten sie sich auch diesen Weg hier hinten, quasi dieses Stück auch sparen können, wären also mit dem Klappschaft näher an den Receiver hingekommen, um ca. 25 mm oder sowas. Auch hier mussten sie, wie gesagt, ein bisschen vom Design her vielleicht ein bisschen modeln, damit sie ihre Platine hinten reinbekommen. Ist ein kleines bisschen schade, wäre auch anders gegangen. So, dadurch aber einen kleinen Punkt, zum Beispiel, ja, wir haben eine relativ kompakte Waffe. Wie gesagt, ist relativ kompakt. Man kommt ungefähr von der Gesamtlänge her an eine 10,5 zum Beispiel, an einem M4-Modell hin. Zum Beispiel, wenn ich es euch mal da hinten hinhalte, wie gesagt, so 10,5 oder sowas, sind wir schon, also ganz so kompakt ist jetzt nicht, da gibt es auch kürzere. Aber worauf ich hinaus möchte, ist eben dieser Platz hier hinten, denn da kommt der Klappschaft relativ weit hinter. Zum Beispiel auch, wenn ihr mal seht, wenn ich mal meinen Arm abbeug oder einbeug, da seht ihr, dass dieses Stück hier relativ lang ist. Also quasi von Schaftkappe zum Pistolengriff. Dementsprechend ja, kompakt, aber wie gesagt, vom Klappschaft oder durch den Aufbau hier verliert ihr ein bisschen oder ja, zieht sie sich recht nach hinten rein. Also für meinen Geschmack hätte sie noch ein bisschen kürzer sein dürfen. So. Nichtsdestotrotz sprechen wir mal ganz kurz noch durch, was wir sonst noch dran haben. Zunächst mal nochmal zurückzukommen auf den Verschlussfang oder auf diesen Spannhebel hier oben. Verschlussfang ist es nicht, Spannhebel. Seht ihr, der ist beidseitig vorhanden und funktioniert auch auf beiden Seiten hervorragend. Jetzt habe ich es euch damals aber schon mal bei einer ICS, habe ich es euch schon mal gesagt, die verbauen ja an ihren CXP-Modellen hier hinten auch den Spannhebel mit so einer Spitze raus. Und wenn ihr jetzt die Waffe hier an einem Trageriemen befestigt und es am Plattenträger oder sowas tragt und ihr lauft quasi und führt die Waffe am Körper, dann kann es öfters passieren, dass sich dieser Spannhebel hier an der Pouch oder an der Molle einfach ein bisschen verklemmt und dann immer so ein bisschen rumschwabbelt und rumklappert. Das ist bei einer CXP oder bei einer ICS relativ dämlich und das finde ich auch hier von G&G zwar schön gelöst, aber nicht ganz perfekt. So, jetzt dürft ihr euch aber nicht abschrecken lassen. Ihr könnt ganz einfach das Ding auseinanderziehen und könnt einen Spannhebel einfach demontieren. Da ist genau ein kleiner Gewindestift drin und dann macht ihr einfach den raus, den ihr nicht benötigt. Zum Beispiel, ich würde jetzt den hier auf der Seite einfach wegschrauben, damit ich ihn bloß noch auf der Seite einmal dran habe. Denn dann bleibt man auch nicht mit dieser Spitze irgendwo an Plattenträger oder eben an der Ausrüstung einmal hängen. Denn es kann ein bisschen nervig sein, je nachdem, wie man die Waffe eben führt oder trägt. Gut, dann Hop-Up schauen wir uns später an. Rotary Design, moderne Hop-Up-Cover drin, sehr, sehr geil, habe ich schon angesprochen. Flip-Up-Sides brauchen wir, glaube ich, nicht extra durchsprechen. Klar, habt ihr drauf, da, wenn ihr sie braucht, ja, vorhanden, sagen wir mal. Und natürlich einmal hier vorne Standard 14 mm Linksgewinde mit Aluminiumschutzkappe für die Aufnahme von Tracer oder Schalldämpfern. Gut, Leute. Dann müssen wir zunächst mal jetzt über den Klang vielleicht einen kleinen Punkt gleich mal loswerden. Wir schauen uns natürlich das Klangbild jetzt gleich mit Akku an, wie sie sich anhört. Wir haben natürlich Kunststoffgehäuse. Bedeutet, der Aufprall vom Piston oder vom Pistonhead wird natürlich ein bisschen auf den Kunststoff übertragen und entsprechend habt ihr immer so ein kleines Kunststoffscheppern einfach drin. So, daher wir aber jetzt hier die High-Velocity-Version vom Software Store haben und hier bereits ein 13-Zahn Sektor-Gear mit einer 130er Feder kombiniert ist, haben wir kein Federschwingen von der Gearbox selbst. So, von der Gearbox selbst. Aber, möchte ich auch kurz zeigen, ihr habt hier diesen Knopf drin, wie bei einer UMP oder auch ähnlich bei einem G36. Und hier habt ihr eine relativ lange Feder drin und die schwingt und scheppert standardmäßig komplett nach. So, jetzt merkt ihr aber auch hier, wenn ich das jetzt mal mache, da merkt ihr gar nichts. Da hört ihr kein Klingeln, da hört ihr kein Scheppern, null. Denn ich habe mir letztendlich in die Feder einfach ein bisschen Schaumstoff reingeballert. Das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ihr nehmt letztendlich nur irgendein Werkzeug, sei es jetzt mal irgendein Schraubendreher oder sowas. Und dann habt ihr hier innen drin, wenn ihr reinschaut, habt ihr, ja, wie so ein Clip. Bedeutet, wenn ihr diesen reindrückt, dann könnt ihr diesen gesamten Knopf einfach einmal auf die Seite einmal rausziehen. So, und dann habt ihr hier diese lange Feder drin. Und wenn ihr die mal bei mir anschaut, gut, kann man jetzt wahrscheinlich schlecht erkennen, aber die ist vollgepackt einmal mit einem Schaumstoff innen drin. Also einfach so einen fetzen Schaumstoff irgendwo rausgezupft und einfach hier einmal in die Feder einmal reingeballert. So, jetzt nehmen wir mal an, ich lasse diesen Schaumstoff einfach mal draußen, so wie die Waffe standardmäßig kommt und baue das Ganze einfach wieder zusammen. So, das wird einfach nur hier hinten einmal reingeklipst. Und dann entsteht eben über diese Feder
so ein richtig schönes Scheppern und Klingeln. Also hier unbedingt, wie gesagt, ich finde, es nervt einfach ein bisschen. Hier unbedingt, wie gesagt, entweder ihr nehmt ein sehr zähes Fett und pinselt die Feder eben entsprechend schön mit Fett ein oder ihr puppelt euch da einfach ein bisschen Schaumstoff einfach rein. Ihr könnt auch Küchenkrepp oder so zusammenrollen und reinstopfen, ist wurscht, damit ihr einfach dieses Federklappern und dieses Schwingen von der Feder einmal rausbekommt. Und wie gesagt, wenn dann mal die Feder drin, wenn der Schaumstoff drin ist oder wenn das Ding gefettet ist, dann hört ihr da nichts mehr. Dann schwingt einfach die Feder nicht mehr nach. So, gut, dann machen wir zunächst mal Akku einlegen und dann das Klangbild anschließend. So, Akku einlegen hat G&G sehr, sehr gut umgesetzt, muss man sagen. Und zwar habe ich es euch schon, glaube ich, gesagt, der Akku kommt hier oben rein. Und im Vergleich zum Beispiel zu einer VFC MCX seht ihr den Akku im montierten Zustand nicht. Es hängen also keine Kabel da drin rum, es hängt kein Balancer da drin rum, denn ihr habt im oberen Bereich vom Vorderschaft ein richtig schönes Gehäuse eigentlich für den Akku. So, also schauen wir uns mal an, ihr habt hier unten drin erstmal so einen fetten Hebel. Seht ihr, der Vorderschaft ist hier unten einmal ausgefräst, bedeutet, ihr kommt hier ganz easy mit dem Finger rein und könnt dann diesen fetten Hebel einfach einmal umklappen. Und dann könnt ihr den gesamten Vorderschaft mit ein bisschen Schmackes, das ist sehr passgenau, mit ein bisschen Schmackes einfach einmal nach vorne abziehen. Ihr müsst ihn auch nicht ganz runterziehen, aber ich mache es jetzt einfach mal. So, und dann seht ihr, da habt ihr am Outer hängt quasi so ein Blech dran und im oberen Bereich habt ihr hier so eine Art Fach mit eurem T-Stecker. Bedeutet, ihr ballert letztendlich euren Akku einfach nur hier oben einmal rein, quasi einmal so, popelt die ganzen Kabel hinterher und schiebt das Ding wieder drauf und fertig. So, jetzt muss man einen kleinen Punkt natürlich sagen. Natürlich sind wir hier aufgrund der Bauart oder der Baugröße vom Akku selbst ein bisschen limitiert. Bedeutet, standardmäßig war es mir jetzt leider nur möglich, mit dem Minitime-Stecker einen 11,1 Volt 20C mit 1000 mAh reinzubekommen. Bedeutet, hier würdet ihr ca. 2 Akkus für einen ganzen Spieltag brauchen, je nachdem wie viel Schuss ihr natürlich aus dem Ding rausknödelt. So, und der passt perfekt, also da müsst ihr nicht auch großartig irgendwie Kabel sauber reinlegen, einfach alles reinpopeln, draufschieben, fertig, funktioniert tadellos. Wer jetzt allerdings ein bisschen basteln kann und ein bisschen löten kann, der könnte sich diesen Stecker, zunächst mal umlöten zu einem T-Stecker und könnte sich den hier unten rausziehen. Bedeutet, seht ihr, das Blech zieht sich hier unten rein. Wenn man hier ein bisschen mehr Platz schafft, dann wäre es auch möglich, einen 1450 mAh hier oben reinzulegen und letztendlich dann seitlich einfach mit den Kabeln runter und hier unten drin quasi einzustecken. Also wer ein bisschen basteln kann, bekommt eben auch größere Akkus problemlos einmal rein. Aber wie gesagt, 1000 mAh besorgt euch 2 Akkus, die kosten auch nicht so viel und dann funktioniert das Ding tadellos, gerade 11,1 Volt natürlich. Gut, dann ballern wir jetzt einfach mal den Akku da ran und dann schauen wir uns mal Klangbild und Ansprechverhalten an. Der Akku müsste noch, keine Ahnung, also ganz voll ist er nicht mehr, ein bisschen was müsste noch drin sein. Schauen wir mal, ich habe mal einen Schusstest dabei gehabt. So, ihr knödelt es einfach, wie gesagt, ihr müsst es nicht schön machen, ihr knödelt den ganzen Mist da einfach einmal da vorne rein. Kann man, glaube ich, erkennen, ja, so ungefähr. Und dann schiebt ihr einfach das Ding wieder drauf, zack, und legt eben unten diesen fetten Hebel einfach wieder um, zack, und dann hält der Vorderschaft perfekt einmal dran. Gut, jetzt Ansprechverhalten, Klangbild. Das machen wir heute einmal ohne BBs und einmal mit BBs. Denn wie schon gesagt, wir haben hier, ja, der Receiver ist aus Kunststoff und ihr habt ein gewisses Kunststoffscheppern drauf. Auch muss man sagen, dass die Waffe out of the box ein ganz kleines bisschen schreit. Ich bin aber jetzt nicht hergegangen und habe den Motor noch besser eingestellt oder versucht einzustellen und ich habe auch nicht die Gearbox irgendwie nachgeschimmt, sondern es ist alles out of the box, so wie ihr es bekommt. Bedeutet, wenn ihr den Motor vielleicht noch ein bisschen besser einstellen würdet und vielleicht die Schimmung innen drin ein bisschen optimiert, kann man zwar nicht viel, aber 0,10 sind noch möglich, dann würdet ihr vermutlich dieses kleine Kreischen ein bisschen rausbekommen. Es ist nicht gravierend, es ist nicht total daneben, aber man merkt es einfach, dass es ein bisschen schreit und ein bisschen kreischt. So, zunächst mal das Ganze ohne BBs. Wie gesagt, ihr habt ein bisschen so ein Kunststoffscheppern drauf. Jetzt schaue ich mal, ob keine BB drin ist. Nein, ist keine BB drauf. So, ich hoffe, man hat es einigermaßen übers Mikrofon einmal ja, hören können. Also ihr habt minimals im Hintergrund ein ganz kleines bisschen ein Kreischen und natürlich überträgt sich der Aufprall auf das Kunststoffgehäuse. Das mag dem einen gefallen oder der eine sagt, ja gut, ist halt so. Der andere sagt, boah, hört sich das scheiße an. Das, wie gesagt, je nachdem, wie man sieht, ich finde es jetzt nicht so gravierend, weil ist halt Kunststoff.
Vielleicht könnte man auch mit einem großen Sorbo vorne im Zylinderhead das Ganze noch ein bisschen dämpfen oder so. Wäre bestimmt möglich. So, und jetzt das Ganze einmal mit BBs. Ballern wir einmal BBs noch mit rein und dann schauen wir uns das ganze Klangbild mal mit BBs an. So, leer. Ja, leer. Ihr seht auch, hier kommt wieder so ein Zipfel raus. Sprechen wir mal Magazin an. So, also wieder gesehen hat natürlich mit 11,1 Volt das Ansprechverhalten ist gut, muss man sagen. Es ist, ja, ist ein bisschen, muss man ein bisschen differenzieren. Für den 18K Motor, was drin ist mit 11,1 Volt, für die Energie ist es gut. Natürlich wäre vermutlich der 25K, der Ifrit, wäre noch ein bisschen spritziger gewesen. Also man merkt schon, wie der Motor halt arbeitet innen drin. Wie gesagt, leider nur der 18K drin, der 25K wäre ein bisschen spritziger gewesen. Aber das Ansprechverhalten ist dennoch sehr, sehr gut. Und auch vom Klang mit BBs wird es besser. Also ihr nehmt dieses Schwingen oder dieses Scheppern von dem Kunststoffreceiver nicht mehr so arg wahr. Finde ich jetzt zumindest. Also auch hier kann man eigentlich nichts schimpfen. Und wie gesagt, diese Konstruktion hier vorne mit dem Akku einlegen ist wirklich von G&G gut umgesetzt. Weil da sind wir ehrlich, das wird alles sauber da oben reingelegt, dann schiebt er das Ding mit Schmackes wieder drauf, den Vorderschaft. Und das ist von der Passgenauigkeit einfach nur hervorragend. Oh, so, einfach komplett bis Anschlag. Hinter wird hier oben auch sauber am Upper Receiver nochmal arretiert oder geführt. Und dann hakt er da vorne den Hebel ein, klappt ihn zu, so, und dann sitzt das Ding hervorragend dran. Kein Spiel drin, kein Wackeln drin und wie gesagt komplett aus Alu, tipptopp. Der Akku ist geschützt, er ist nicht offen über irgendwelche Fräsungen, es kommen keine BBs rein, er ist sogar Spritzwasser geschützt, was wollt ihr mehr? Also hier gut umgesetzt und wie gesagt, wer ein bisschen basteln kann, würde auch noch größere Akkus reinbekommen. Gut, haben wir eigentlich soweit alles. Jetzt können wir noch kurz darauf eingehen für das Schnellwechselsystem. Auch das muss man sagen, ist von G&G gut umgesetzt. Vielleicht nicht ganz perfekt, aber gut. Zunächst mal natürlich, wir klappen das Ganze einmal auf und dann seht ihr hier hinten, habt ihr letztendlich 2 Zylinderkopfschrauben drin. Braucht einen Inbus, 3 mm und diese ballert ihr einmal raus. Jetzt habe ich euch vorhin schon mal gesagt, ja, leider hängt da hinten auch die ganze Platine und das ganze Kabelgelumpe von der ETU einmal hinten drin. Dementsprechend müsst ihr halt ein bisschen auf die Kabel aufpassen und auch müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Schrauben wieder festmacht. So, ziehen wir das Ganze drum ab. So, wie gesagt, hier hinten habt ihr jetzt einmal ganzes ETU-System mit Steckverbindungen dran und wenn das alles ein bisschen auf die Seite drückt, dann seht ihr hier hinten drin ebenfalls euren Spring Guide. Bedeutet 8 mm Inbus hernehmen, Spring Guide raus, Feder wechseln, wieder rein, festschrauben, fertig. Es ist aber, oder es ist ein bisschen wurstig aufgrund der ganzen Kabel, sind wir ehrlich. Also da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, dass ihr eben die Kabel ein bisschen auf die Seite zieht, ein bisschen rauszieht, damit ihr dann hier einen Spring Guide rausmacht und dann springt er raus und ihr reißt irgendwie die Kabel kaputt oder Isolierungen kaputt oder Stecker kaputt. Ist ein bisschen kacke. Und wie gesagt, würde G&G endlich mal auf diese externe Platine verzichten, dann hätten sie das ganze Kabelgelumpe da hinten drauf verzichten können. Dementsprechend brauchen sie da hinten auch drin einen relativ großen Hohlraum. Was ihr auch seht, diese Schrauben für die Arretierung vom Klappschaft oder von diesem Scharnier hängt dann letztendlich einmal an diesen fetten Stahlpins dran, die quasi die Aufnahme für den Trageriemen hier halten. Und hier ist es auch nicht möglich, das Ganze umzudrehen. Habe ich euch vorhin schon mal gesagt, ich zeige es euch später bei der Demontage nochmal. Und auch natürlich, wenn ihr jetzt das Zeug da alles wieder reinknödelt, müsst ihr aufpassen, bei der oberen Schraube ist es egal, bei der unteren Schraube müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, dass ihr sauber durch die Kabel durchkommt. Ansonsten knellt ihr da an der Schraube rum, dann ist irgendwo eine Isolierung im Weg und dann schraubt ihr auf die Isolierung rum und macht vielleicht die Kabel kaputt. Also hier, ja, es ist gut erreichbar, schnell erreichbar, man muss aber definitiv auf die Verkabelung hier hinten Acht geben. Oder einfach ein bisschen sauber arbeiten und lieber zweimal hinschauen, damit man eben kein Kabel beschädigt. So, und dann schraubt ihr das ganze Ding wieder drauf und habt dann eine andere Feder drin. Also, Federschnellwechselsystem, ebenfalls würde ich sagen tipptopp, man muss aber halt leider ein kleines bisschen aufpassen. Okay, haben wir alles. Ja, Abzug übrigens, Abzug habt ihr gerade schon gesehen. Über die ETU natürlich hinten mechanisches System. Ihr habt im hintersten Bereich auch wieder diesen kleinen Mikroschalter und könnt dann richtig schön feinfühlig bei den hintersten 2 bis 3 mm richtig sauber einmal triggern. Und der Abzug ist jetzt auch nicht zu straff gefedert, damit man diesen Mikrotaster nicht wahrnimmt, sondern wenn man da einfach auch mit Handschuhen zieht, man merkt einfach, ah, hier kommt so ein richtig schönes, kleines, feines Klicken von dem Taster. Und dementsprechend eben auch von der ETU einmal ein schöner Abzug, muss man sagen, für eine SAEG natürlich. Gut Leute, dann baue ich das Ding wieder hin und dann schauen wir uns einmal das Magazin im Detail an.
Dann sprechen wir noch ganz kurz über das Thema Magazin. Da können wir nicht so viel drüber schwätzen. Ihr seht, das ist ein sehr schönes Magazin wieder von G&G. Das ist ein Mid-Cap-Magazin, wird angegeben mit 110 Schuss. 112 Schuss bringt er rein mit dem Speedloader. Ganz normal von oben einfach betanken und gut ist. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ist auch wieder dieser leichte rauchige, transparente Kunststoff, wie man zum Beispiel auch von den Tinted-Magazinen kennt von G&G. Sieht sehr geil aus. Auch so diese Fake-Bullets einmal in 3D drin. Also nicht nur ein Aufkleber, sondern dreidimensional einmal aus einer Gussform das Ganze aufgebracht. Und wie gesagt, das Magazin ist tipptopp, da gibt es gar nichts zum Schimpfen. Auch hier unten mit so einer Fake-Feder einmal drin. Ist ein stinknormales Magazin, ist aber auch vom Preis her wieder ein bisschen hochpreisiger. Gut, das muss man auch sehen. Alles, was nicht Standard M4 ist, kostet immer ein bisschen Geld von den Magazinen. Denn hier, wenn man bei Pro Air mal schaut, die haben es schon gelistet, da ist es aktuell für 30 € drin. Natürlich nicht verfügbar aktuell. Ich denke mal, wenn die bei uns in Deutschland verfügbar sein werden, dann wird vermutlich so ein Ersatzmagazin so, ja, auch bei zwischen 30 und 35 € liegen. Das ist für ein AEG Mid-Cap, wenn man es mal mit M4-Modellen vergleicht, natürlich schon sehr, sehr teuer, muss man sagen. Aber, wie gesagt, alles, was nicht Standard ist, ist teuer. Siehe 416 Magazine oder sowas, die kosten auch immer Schweinegeld. Also ja, bisschen hochpreisig, die Magazine funktionieren aber tadellos. Auch, habt ihr vorhin schon mal gesehen, auch habt ihr hier von G&G typisch mit diesen langen Follower drin. Hier oben bedeutet, auch hier wird die letzte BB wieder in die Hop-Up-Kammer gefeedet. Also wenn ihr das Magazin rauszieht, fällt keine BB mehr raus und ihr habt auch keine mehr in der Kammer drin. Also hier auch wieder mit einem langen Follower, müsst ihr halt bloß wieder aufpassen, dass ihr den wieder einmal reinknödelt. So, was ich euch jetzt nicht sagen kann, ob eventuell UMP-Magazine auch funktionieren. Ich habe keine da. Hätte ich welche da, hätte ich es probiert, habe ich aber leider keine. Aber wie gesagt, es sieht für mich Standard aus. Vielleicht gehen UMG, UMP-Magazine ebenfalls in der PCC. Weiß ich leider nicht. Wenn ich da irgendwas in Erfahrung bringe, reiche ich es euch nach in der Videobeschreibung unten. So, dann hat mich der Bernd auf einen Punkt hingewiesen, wo er mir das Modell geschickt hat. Sie haben es auch probiert und er hat gesagt, das Magazin geht sehr, sehr schwer rein. Jetzt nicht mehr. Und das war ein kleiner Punkt am Anfang, wenn das Ding noch neu ist, also brandneu out of the box, dann müsst ihr dem Magazin immer so einen kleinen Slap geben. Nicht brutal, ganz leicht ein bisschen drauf, auf den Popo klopfen, dann schnappt es sauber ein. Sitzt aber natürlich hervorragend, also kein großes Wackeln drin, kein großes Spiel drin, nur minimal, wird also sauber gehalten. So, das war am Anfang, war das wirklich so. Aber wie gesagt, jetzt durch die ganzen Chronotests, durch die Schusstests, geht das Ding wunderbar. Also ihr müsst da nicht mehr großartig reinprügeln, sondern einfach nur leicht reinschieben. Es wird also besser. Also wie gesagt, wenn ihr es neu bekommt, nicht wundern, dass ihr ein bisschen kleinen Kick geben müsst. Macht da mal, keine Ahnung, 10-mal voll das Ding, dann flutscht es hervorragend, lässt sich wunderbar einmal einlegen und sitzt auch hervorragend einmal in der Waffe drin. Auch hier, wie gesagt, tipptopp, kann man gar nicht schimpfen. Gut Leute, das soll es eigentlich mit dem Thema Magazin schon gewesen sein. Wie gesagt, 110, 112 bringt da rein, feeden hervorragend, mit dem langen Follower bis zur letzten Kugel. Dementsprechend auch hier tipptopp, würde ich sagen. Gut Leute, geht's weiter mit der Verarbeitungsqualität, der Passgenauigkeit und den Materialien. Ich habe euch zwar vorhin schon viel erklärt, einmal bei den allgemeinen Informationen, aber schauen wir uns das Ding einfach in der Nahaufnahme nochmal kurz im Detail ein bisschen an. Zunächst mal, wie vorhin schon mal gesagt, hier Aluminiumschutzkappe. Das Ganze ist aber mit einem 14 mm Linksgewinde ohne O-Ring versehen. Bedeutet, hier müsst ihr gerade ein bisschen aufpassen, Einsteiger, Anfänger aufpassen. Knellt diese Dinger, wenn kein O-Ring hinten dran ist, nicht mit zu viel Schmackes zu. Ansonsten kann sich dieses Aluminium ein bisschen fressen und ihr plagt euch unheimlich, das Gewinde wieder zu öffnen. Also hier nur leicht zudrehen und fertig. Wie gesagt, nicht übertreiben. Dann seht ihr ebenfalls, Gasabnahme ist hier vorne einmal eingearbeitet. Vom Design her sehr schön, auch hier vorne nochmal mit so einem Rädchen. Also es sieht einfach vom Design her sehr, sehr schön aus und ist stimmig umgesetzt. Auch hier das Ganze natürlich aus Aluminium und das Rohr hat absolut null Spiel. Das ganze Vorderschaftssystem auch zum Akku einlegen wird einfach sehr, sehr passgenau geführt von den Schienen innen drin und hält hervorragend. Ihr habt also hier kein Schwingen, kein Wackeln oder irgendwas drin. Ebenfalls der gesamte Vorderschaft habe ich euch auch gezeigt zum Akku einlegen über diesen fetten Hebel hier unten drin. Den können wir mal ganz kurz aufmachen. Das ist so ein Doppelhebelsystem, nenne ich es jetzt einfach mal. Seht ihr, habt ihr hier einmal den Hebel raus, der quasi am Vorderschaft dranhängt und da unten dran der Hebel quasi am Lower dann. Dann hakt ihr das hier einfach einmal sauber ein, klipst das Ganze zu und dann hält der gesamte CNC-gefräste Vorderschaft wunderbar einmal am Receiver dran oder wird einfach auf der Barrel Nut sauber gehalten. Auch hier im oberen Bereich habe ich euch auch schon kurz gezeigt, hier in der Nahaufnahme nochmal, wird hier auch im Lower nochmal, wie bei einer 416 zum Beispiel, nochmal zentriert sozusagen über so eine Aussparung.
Also hier von G&G von der Qualität her, von den Toleranzen hervorragend umgesetzt und auch der Vorderschaft vom Design her einfach nur perfekt. Sauber gefräst, nur ein kleiner Punkt. Die unteren Fräsungen, die hätten sie für meinen Geschmack ein kleines bisschen schlanker oder schmäler machen können, denn die fräsen sie jetzt hier genau in diese Phase rein und dadurch entsteht hier eine sehr, sehr scharfe Kante vom Fräsen her. Da, gut, wie gesagt, ist halt eine scharfe Kante dran, da kommen aber relativ schnell eventuell Macken rein, wenn er da irgendwie mal Belastung drauf bekommt. Wie gesagt, hätte man diese Fräsung ein bisschen enger gemacht oder ein bisschen schmäler, nicht genau in die Phase rein, dann hätte man hier eben keine scharfe Kante. Natürlich M-Lock-System, wie vorhin schon mal gezeigt, können wir problemlos Rails dran bauen, Dummy-Lights dran bauen oder whatever. Und im unteren Bereich ebenfalls nochmal, im vorderen Bereich ebenfalls nochmal 2 M-Lock-Positionen. Dann können wir gleich mit dem Gehäuse weitermachen. Hier auch, wie vorhin schon gesagt, von G&G, vom Design her einfach wieder traumhaft umgesetzt. Also wirklich hervorragend vom Design her. Das sieht unheimlich stimmig aus, das Teil. Und ist auch von der Haptik einfach geil umgesetzt. Bedeutet ja, wir haben letztendlich einen stinknormalen M4-Griff einmal dran. Auch der Lower im hinteren Bereich mit dem Feuerwahlhebel ist eher an eine M4 angelehnt. Aber es ist vom Handling her erstmal sehr, sehr schön. Sie ist schön schlank im unteren Bereich. Hier nochmal links und rechts Auflage für den Finger, was für meine Größe jetzt, also für meine Fingerlänge, sehr perfekt einmal passt. Seht ihr, könnt ihr sauber einen Finger reinlegen, kommt umgehend einmal an den Abzug ran. Auch irgendwie mit dickeren Handschuhen im Winter oder sowas. Ihr habt genügend Platz im Abzug vorhanden, zum Abzugsbügel runter und natürlich von G&G wieder dieser Flat Trigger. Also hier vom Design her sehr schön und ergonomisch umgesetzt und die gesamte Waffe wirkt auch nicht zu bullig. Also sie wirkt schön schlank, sie wirkt einfach elegant und wie soll ich sagen, sie lässt sich geil greifen. Es ist wirklich gut und ergonomisch umgesetzt. Ja gut, ergonomisch. Sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, sie lässt sich toll greifen und auch vom Receiver her, von der Qualität her, nicht nur vom Design hervorragend, sondern auch die Qualität ist tipptopp. Erstmal der Kunststoff ist richtig schön dickwandig gefertigt, wieder von G&G. Es ist ein sehr hochwertiger Polyamid-Kunststoff, also faserverstärkt das Ganze. Passgenauigkeit, hervorragend. Auch wenn ihr hier versucht, irgendwie mal Upper, Lower irgendwie zu wackeln oder zu schwabbeln oder sowas. Kein Spiel drin, sondern wird richtig schön Press einmal zusammengehalten über die Pins natürlich. Oder hauptsächlich natürlich über den vorderen Stahlpin hier, wie beim M4-Modell letztendlich auch. Also Kunststoffqualität hervorragend, Passgenauigkeit hervorragend und ebenfalls die Qualität tipptopp, muss man sagen. So, dann können wir weitermachen. Da oben dieser Spannhebel links und rechts, diese Flügel, habe ich euch vorhin schon mal gesagt, die sind aus Stahl gefertigt. Die haben so einen Kunststoffüberzug einmal drüber zum Hop-Up einstellen. Bedeutet, ihr zieht das Ding einfach einmal auf, zack. Dann rastet einmal euer Verschlussblech sauber hinten ein. Ihr kommt hier rein und könnt wunderbar über die sehr geile Hop-Up-Kammer im Rotary Design über Klicks einmal sauber euren Hop einstellen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Hop-Up-Kammer. Die schauen wir uns später natürlich ebenfalls nochmal bei den Internals im Detail an. Ist wirklich hervorragend. Dann der Verschlussfang, links wie auch rechts natürlich problemlos zu verwenden. Das Ding fährt auch problemlos wieder einmal vor. Dann den einen Hebel, wie gesagt, falls jemand das Ganze geskippt hat oder am Durchseppen ist von dem Video, ihr könnt natürlich, wenn euch der auf einer Seite irgendwie stört, der Hebel, da doch recht leicht gefedert ist und eventuell klappern könnte, ihr könnt den pro Seite auch demontieren, dass ihr zum Beispiel nur den vom Schützen aus rechts dran lasst und den auf der linken Seite einfach wegschraubt. Ist also problemlos möglich, falls er euch stören sollte. So, dann können wir noch ganz kurz den Abzug und den Feuerwahlhebel ansprechen. Abzug natürlich einmal über den kleinen Mikroschalter, bedeutet ihr zieht relativ gut, nicht zu weich, also nicht schwammig, sondern ihr könnt sehen, da ist ordentlich über die Feder Widerstand drauf, aber es ist auch von der Federspannung nicht zu hoch vom Abzugsgewicht, dass ihr den Taster nicht wahrnehmt. Bedeutet, ihr merkt sofort, ihr zieht, hier ist mein Taster, klick, 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 klick. Also das hat G&G, das ETU-System, das funktioniert einfach vom Abzug sehr, sehr gut, muss man sagen. Und man merkt einfach diesen Taster immer sehr, sehr deutlich. So, der Feuerwahlhebel ist auch ebenfalls beidseitig nutzbar, hat vom Schützen aus rechts einen Hauch Spiel drin. Vielleicht, keine Ahnung, ein Millimeterchen, ganz, ganz kleines bisschen. Und ist auch vom Schützen aus auf der rechten Seite hier unten ein bisschen ausgespart, also schlank. Bedeutet, wenn ihr jetzt hier mit dem Finger hochgeht, zum Verschlussfang zum Beispiel hin, ist der Feuerwahlhebel nicht im Weg. Ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt Linksschütze seid, könnt ihr natürlich auch den Feuerwahlhebel einfach umdrehen. Bedeutet, ihr montiert diesen mit Aussparung vom Schützen aus auf der linken Seite und den von links einmal nach rechts rüber. Ist auch absolut kein Problem.
Was man allerdings vielleicht ansprechen sollte, was mich persönlich ein kleines bisschen out of the box stört, was man aber auch schnell in den Griff bekommt, der Feuerwahlhebel, ja, er läuft auf beiden Seiten hervorragend. Klick, 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 klick. Er läuft aber sehr leicht. Also wenn ihr mal guckt, zack, zack, da ist, ja, wie soll ich sagen, da könnte ein bisschen mehr Widerstand einmal drauf sein. Der läuft wirklich sehr, sehr leicht. Und wenn euch das auch ein bisschen zu leicht gehen sollte, letztendlich schraubt ihr den dann nur ab, dann habt ihr auch ganz normal so eine kleine Stahlkugel über eine Feder drin. Dann steckt ihr einfach in das Loch, wo die Feder drin ist, einfach einen ganz, ganz kleinen Papierknödel rein, damit die Feder für diese Stahlkugel ein bisschen mehr Vorspannung bekommt. Links und rechts. Und dann läuft er ein bisschen straffer und springt aber trotzdem sauber in die einzelnen Positionen rein. Denn wie gesagt, der ist ein bisschen lose, muss man sagen, oder ein bisschen leichtgängig. Wenn wir das Teil dann mal umdrehen, dann schauen wir uns vom Schützen aus die linke Seite noch an. Hier, wie vorhin schon mal gesagt, das ist jetzt hier kein TMH-Import, sondern direkt wieder vom Soft Air Store importiert und dementsprechend hier einmal ganz fein und sauber einmal euer FM5-Eck hier unten am Lower Receiver einmal sauber eingelasert. Also nicht zu groß, nicht irgendwo fehl am Platz oder sowas, nicht ewig groß auf dem Magazinschacht, nein, hier richtig schön fein und sauber auf dem Lower Receiver einmal drauf. Gut, dann haben wir ebenfalls hier hinten noch die Aufnahme für einen One-Point-Sling zum Beispiel. Richtig schön fett das Ganze, schön groß, also auch größere Karabiner oder Haken bekommt ihr hier problemlos einmal durch. Und der ganze Block ist natürlich einmal aus Stahl gefertigt. So, dann müsst ihr ebenfalls eins beachten, wenn wir uns jetzt mal den hinteren Bereich anschauen. Erstmal, ja klar, der Knopf, habe ich euch vorhin schon mal gesagt, die Feder, die schwingt ein bisschen. Hier rausbauen, den Kunststoffknopf, ist auch aus Polyamid. Und am besten die Feder ein bisschen Schaumstoff reinpacken oder ordentlich fetten, damit eben dieser Knopf nicht nachschwingt oder die Feder innen drin nicht nachschwingt. Ansonsten ist die Qualität auch hier sehr robust und haltbar konstruiert. Auch hier richtig schön fett einmal Polyamid-Kunststoff verwendet, für den gesamten Schaft natürlich ebenfalls. Wenn ihr das Ganze jetzt aber abschraubt zum Federwechseln oder auch wenn ihr jetzt hier mal diese Aufnahme für den Trageriemen einmal demontiert, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr dann das Ganze wieder festschraubt. Denn letztendlich bekommt ihr hier dann, wenn ihr die Schrauben löst, einen kleinen Versatz ein bisschen rein. Bedeutet, wenn ihr jetzt mal so, vielleicht kann man es erkennen, wartet mal, so kann man es vielleicht recht gut erkennen, seht ihr hier quasi einen kleinen Versatz drin. Bedeutet, es ist nicht sauber bündig, sondern da ist so ein halber Millimeter Versatz oder so eine Kante einfach drin. Die könnt ihr besser hinbekommen, wenn ihr hinten das Ganze mal wegschraubt, über diese zwei Schrauben innen drin und dann die Pins hier seitlich ein bisschen lose macht, über diese beiden Schrauben. Also nicht komplett losschrauben, sondern bloß die Schrauben ein bisschen anlösen. Dann könnt ihr diesen ganzen hinteren Block über diese Pins ein bisschen ausrichten. Also leicht festziehen, ausrichten, dann erst die inneren Schrauben festziehen und dann die beiden äußeren Schrauben festziehen. Und wie gesagt, sobald ihr die Schrauben ein bisschen löst, habt ihr dann minimal ein bisschen Spiel und könnt das Ganze hinten ein bisschen justieren oder einstellen, damit ihr eben hier keinen Versatz einmal reinbekommt. Hätte man vielleicht auch ein bisschen anders fixieren können, nicht irgendwie über so Stahlpins, da schraubt man halt in eine Rundung rein, das ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber es ist dennoch, muss man sagen, von G&G in Ordnung, also ja, gut umgesetzt. Es wäre vielleicht besser gegangen, aber schlecht ist es auf keinen Fall. Bleibt uns letztendlich einmal nur der Klappschaft hinten, wie schon gesagt, ebenfalls hier gut von der UMP, das Ganze aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Hinten, gut, nennen wir das Ganze Wangenauflage, ich weiß es nicht, auf jeden Fall der obere Bereich hier ist so ein Gummipad eingearbeitet, das macht auch nicht jeder Hersteller. Viele machen es komplett aus Kunststoff, bei G&G ist hier einmal Gummi drin und die Schaftkappe ist natürlich ebenfalls aus Gummi gefertigt. Das Ding liegt wirklich sehr, sehr schön im Anschlag drin, muss man sagen, auch vom Führen her, vom Handling. Einfach hervorragend, nur der eine Punkt, wie vorhin schon mal angesprochen, was man ein kleines bisschen beachten muss, wenn man jetzt vielleicht keine 1,80 Meter groß ist wie ich, dann ist der Weg vom Pistolengriff bis zur Schaftkappe relativ lang. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein M4-Modell spielt und ihr habt euren Schiebeschaft, sage ich mal, in der ersten Position oder maximal in der zweiten Position und das ist für euch perfekt, dann wird dieses Modell einen kleinen Tick länger sein, aufgrund eben dieses Abstands von, quasi vom Klappschaft bis hier vor. Also wie vorhin schon gesagt, es hätte G&G ein bisschen kompakter einmal fertigen können. Wer jetzt größer ist wie 1,75, gut, der hat jetzt keine Probleme damit. Ich finde es ein bisschen zu lang, dieser Punkt. Wie gesagt, nicht störend, aber hätte man auch ein bisschen zusammenschieben können oder ein bisschen kompakter fertigen können.
Gut, der Klappschaft selbst, wie gesagt, Polyamid-Kunststoff. Und wir haben jetzt hier im Scharnier selbst kein Spiel drin. Also ihr könnt jetzt hier nicht irgendwie das ganze Ding irgendwie großartig rumschwappeln oder rumklappern. Aufgrund des Materials ist es aber natürlich möglich, dass ihr den kleines bisschen mit Schmackes verbinden könnt. Aber das wird vermutlich eine Original-UMP auch haben. Von daher scheißegal, würde ich sagen. Muss man absolut, ja, muss man eigentlich nicht ansprechen, aber ich zeige es euch halt ein bisschen. Aber hier keine Angst, dass irgendwie da was kaputt geht oder bricht. Also ihr könnt da wirklich richtig rumknödeln und machen. Da bricht nichts ab, da reißt nichts ab. Das ist wirklich sehr robust und solide gefertigt. Und natürlich für den Transport zum Beispiel einmal ganz easy, einmal einklappbar, selbstverständlich. Wie bei der UMP oder G36 eben auch. Gut Leute, dann gibt es auch heute wieder einen kleinen Demontageteil. Da ist letztendlich nicht wirklich viel dabei. Sie geht ähnlich wie ja, jede andere Knifte eigentlich. Ein bisschen aufpassen müsst ihr hinten bei der Verkabelung. Dementsprechend sprechen wir es einfach ganz kurz durch. Wie nehmt ihr das Ding auseinander, wenn ihr vielleicht mal ein Bucking tauschen wollt oder wenn ihr eine Wartung durchführen möchtet? Zunächst mal logisch, klar, Magazin einmal rausballern das Ganze. Dann klappt ihr den Schaft einmal ein hinten, also einmal rumklappen. Und wenn ihr jetzt hier hinten reinschaut, findet ihr zwei fette Schrauben. Da braucht ihr einen 3 mm Inbus. Diese zwei fetten Schrauben löst ihr einmal. Habt ihr vorhin vielleicht schon gesehen, hier rüber kommt ihr eben auch ganz schnell einmal an das Federschnellwechselsystem einmal ran. Also einfach nur diese beiden langen Zylinderkopfschrauben einmal hier hinten drin lösen. Und dann könnt ihr den gesamten Schaft einfach einmal abziehen. So, und jetzt seht ihr hier hinten die gesamte Elektronik einmal dran. Jetzt habt ihr hier, wenn ihr es wieder zusammenbaut, ihr müsst da nicht irgendwie aufpassen, dass ihr das alles da irgendwie so kompakt wie möglich irgendwie reindrückt und reinpresst. Nein, ihr habt hier hinten ausreichend Platz in dieser Aufnahme einmal für den Schaft. Bedeutet, wenn ihr da mal herschaut, kann man, glaube ich, recht gut erkennen. Also hier ist unheimlich viel Platz innen drin vorhanden, damit ihr die ganzen Kabel und auch die kleine Platine hier von G&G einmal reinbekommt. Da werde ich vielleicht später nochmal bei den Internals drauf eingehen. Ja, das ist immer schön, dass G&G die ETU immer weiterentwickelt. Jetzt hier in der Generation 4 drin. Alles tipptopp, aber warum ballern sie die ganze Elektronik nicht wie andere Hersteller alles in die Gearbox rein? Dann hätten sie sich die ganze Platine und das ganze Kabelzeug hier hinten einmal komplett gespart und hätten dann letztendlich mit dem Schaft nochmal locker um 20 oder 25 mm weiter hinkommen können. Hätten sich also diesen ganzen Versatz hier hinten einmal sparen können. Das wäre so noch, ja, das kleine Highlight, sage ich mal, oder der kleine Punkt, wo ich sage, G&G, warum nicht die ETU nochmal überarbeiten, das ganze elektronische Zeug einfach alles in die Gearbox rein, wie bei anderen Herstellern auch. So, dementsprechend, jetzt haben wir hier natürlich einen Haufen Kabel hier hinten rauskommen, diese müssen wir natürlich einmal abstecken. Und da muss man aber wieder G&G ein bisschen loben, sie haben hier komplett einmal Steckverbindungen reingemacht. Gut, natürlich Steckverbindung ergibt immer einen gewissen Widerstand von der Verkabelung her oder vom Stromfluss. Ganz perfekt ist es auch nicht, aber benutzerfreundlich zum Zerlegen. Bedeutet, ihr müsst jetzt nicht irgendwie hier irgendwas abzwicken oder ablöten, sondern ihr könnt das ganze Zeug ganz einfach einmal ausstecken. Und ihr müsst auch nicht irgendwie aufpassen, damit ihr irgendwie hier einen Fehler wieder macht beim Einstecken, denn das Zeug ist komplett verpolssicher. Bedeutet, ihr seht hier unten einmal Männlein, Weiblein, rot und schwarz und im oberen Bereich habt ihr letztendlich dasselbe Spiel. Bedeutet, auch wenn ihr hier oben das Ganze mal aussteckt, könnt ihr das Ganze nicht irgendwie wieder falsch einstecken. Also ist komplett einmal verpolssicher. Also hier hat sich auch G&G natürlich ein kleines bisschen was dabei gedacht, muss man sagen. So, wenn ihr die Platine komplett ausstecken wollt, müsstet ihr hier einmal das Ganze aufschneiden mit dem Skalpell. Ansonsten, wenn ihr hier ein bisschen zu arg zieht, kann es passieren, dass ihr die Kabel rausreißt oder eben die Verbindung beschädigt. Braucht ihr aber nicht wirklich, ihr könnt die restliche Platine hier hinten einfach einmal dran hängen lassen. Dann machen wir ebenfalls einmal die Aufnahme für einen Trageriemen weg, also diesen fetten Bügel hier, der ist ja letztendlich aus Stahl gefertigt und hält hier ebenfalls an zwei Zylinderkopfschrauben. Braucht dann 2 mm Inbus und dann löst ihr zunächst einmal die obere und die untere Schraube. Und hier wird euch zunächst mal auffallen, dass die Schrauben relativ kurz gewählt wurden von G&G. Bedeutet, wenn wir mal, jetzt schrauben wir es vorweg. Na, immer noch nicht ganz, Moment. So, jetzt da. So, wenn ihr euch das Ganze jetzt mal von der Seite anschaut, vielleicht kann man es so recht gut erkennen. Also quasi dieser ganze Bügel hier aus Stahl hält letztendlich nur im oberen und im unteren Bereich an so, ja, vielleicht 2 mm Gewindegängen, also relativ kurze Schrauben. Da wenn es irgendwann mal Probleme geben sollte oder das Gewinde kaputt ist, dürftet ihr auch gerne etwas längere Schrauben reinmachen. Also die sind von G&G recht knapp bemessen, denn letztendlich der Gewindegang oder die Bohrung in diesem Stahlpins ist lang genug. Also da könnt ihr auch problemlos etwas längere Schrauben einmal verwenden. So, und dann ein kleiner Punkt, jetzt nehmen wir mal die Pins hier raus, diese Stahlstifte. Bedeutet, wir haben hier unten einen drin,
Die sind letztendlich exakt identisch und im oberen Bereich ein drin. Im oberen Bereich werdet ihr feststellen, dass im hinteren Loch, also ihr habt quasi hier in der Mitte ein Loch, da ist ein Gewinde drin, wo einmal die Schrauben reinkommen für den Schaft. Und auf der ein bisschen versetzt dazu ist nochmal ein kleines Loch. Und in diesem Loch steckt einmal die Stahlstange drin für euren Verschluss da. Oder ja, hier diese Federung quasi vom Verschluss. Hier einmal, die ganze Feder hängt da dran. Bedeutet, um den rauszubekommen, drückt ihr einfach den ganzen, ja, diese Federstange einfach mit einem Stiftreiber oder von mir aus auch mit einem Bit einfach rein und drückt dann den Pin einmal durch. So, jetzt könnt ihr euch schon denken, als nächstes muss einmal das Ganze getrennt werden. Also die beiden Gehäusehälften habt ihr wie bei fast, ja, beim M4, M16, weiß ja geil was, habt ihr hier vorne diesen Pin einmal drin. Da hängt letztendlich einmal dieser Hebel für euren Vorderschaft, der hängt da einmal an diesem Stahlpin noch mit dran. Ihr müsst ihn jetzt nicht unbedingt zerlegen oder wegmachen. Ich zeige es euch dennoch mal ganz kurz. Zunächst mal, wir haken das aus. Wie vorhin schon geht es dann zum Akku einlegen. Also einfach nach unten klappen. Dann zieht ihr den Vorderschaft mit ein bisschen Schmackes und ein bisschen Noddeln einmal komplett nach vorne einmal ab. So, und jetzt, wie gesagt, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Jetzt klopft ihr einmal diesen Pin raus. So, und jetzt werdet ihr feststellen, wenn ihr den Pin fast komplett einmal draußen habt, der arretiert übrigens, also ihr bekommt ihn nicht komplett raus, sondern der schnappt auf der Seite einmal ein. Jetzt kommt jetzt ziemlich viel Federspannung von der Hop-Up-Kammer drauf, bedeutet, euch schiebt die Gehäusehälften schon von alleine eigentlich auseinander. So, und hier seht ihr, jetzt kommt eben dieser Hebel, einfach, der fällt einfach mit raus, bedeutet, der hängt hier einfach innen drin noch zusätzlich an dem fetten Pin einmal unten dran. Also hier einmal den Hebel jetzt weg und dann könnt ihr das ganze System vorsichtig einmal auseinanderziehen. Dann seht ihr im Upper Receiver, dass wir einen sauberen Kanal drin haben. Na, ich bekomme hier wieder relativ wenig Licht rein, aber ich glaube, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Hier die Kabel werden hier richtig schön sauber im Upper in so einem Kabelkanal einmal nach hinten geführt. Müsst ihr halt bloß wieder aufpassen, wenn ihr es zusammenschiebt, dass die Kabel da wirklich sauber drin liegen und nicht irgendwie versetzt sind. So, dann ist das Ding eigentlich schon soweit zerlegt. Jetzt können wir noch die Hop-Up-Kammer einmal rausziehen. So, einmal das Ganze drum zusammen mit unserem Inner. Haben wir auch demontiert und dann sollte es eigentlich gewesen sein. Den Rest können wir uns eigentlich sparen, oder? Oder brauchen wir noch irgendwas? Nö, lassen wir drin. Ich meine, ihr seht selbst, wenn ihr irgendwie jetzt einen Titan oder irgendwas reinmachen wollt, müsst ihr zunächst mal natürlich die Kabel verlängern, da ihr nicht sonst ganz bis nach vorne kommt. Und ihr müsst den Stecker dann im vorderen Bereich anlöten. Denn das Ganze wird hier einmal auf der Seite hier einmal aus dem Receiver einmal rausgezogen. Und da bekommt ihr natürlich jetzt keinen T-Stecker oder sowas einmal durchgezogen. Also wenn ihr ein anderes EFCS haben wollt bei der PCC, dann definitiv Stecker zum Abschluss einmal hinlöten und am besten hinten nochmal eine zusätzliche Steckverbindung und vielleicht nochmal einen T-Stecker einfach als Zusatzverbindung einmal anbringen. Dann tut er auch euch einfacher bei der Demontage, wie gesagt, 2 Steckverbindungen, eine hier hinten rein, dann Kabel nach vorne führen und eben hier vorne eben nochmal einen T-Stecker hin und fertig. Jetzt hätte ich fast noch einen Punkt vergessen, den ich euch noch zeigen wollte. Habe ich ja vorhin bei den allgemeinen Informationen, glaube ich, schon mal angesprochen, dass dieser beidseitige, dieser Verschlussfanghebel hier oben, das ist schön und gut, dass er beidseitig vorhanden ist. Er kann aber auf der einen Seite, welche beim Richtung Chestrig oder Richtung Plattenträger hängt, dass der ein bisschen nerven kann, wenn er an der Pouch oder so hängen bleibt. Wie gesagt, das ist ein bisschen nervig. Ihr könnt diesen Hebel auch ganz problemlos einmal demontieren auf der Seite, wo ihr ihn nicht benötigt. Bedeutet, wenn ihr das Ganze jetzt mal von innen anschaut, habt ihr hier oben drin einmal dieses Verschlussblech einmal laufen. So, und da habt ihr letztendlich für jeden von diesem Hebel einen kleinen Gewindestift drin. Wenn ihr jetzt also einen 1,5 mm Inbus hernehmt, dann könnt ihr die Seite einfach wegschrauben, welche ihr nicht benötigt. Zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel den vom Schützen auf der linken Seite, der quasi zum Körper hin ist, den würde ich zum Beispiel demontieren. Also hier einfach einmal mit dem 1,5er den kompletten Gewindestift einmal rausschrauben innen drin. So, kleiner Gewindestift einmal raus und dann könnt ihr den gesamten Spannhebel mit dem Zahnrad einfach rausnehmen. So, zack, einfach weglegen das Ganze und jetzt habt ihr eben den Hebel nur noch auf einer Seite dran. Funktioniert aber letztendlich genauso. Also wie gesagt, ihr könnt den auf der Seite problemlos einmal wegmachen, wenn ihr euch stören sollte. Beim Lower ist dann eigentlich nicht mehr so viel dabei, geht letztendlich genauso wie bei jedem M4, M16 Modell. Bedeutet, wir ballern zunächst mal hier unten einmal die Motorplatte weg vom Griffstück. Hier letztendlich nur einmal die hintere und einmal die vordere Schraube komplett einmal lösen. So, dann einmal die Bodenplatte ein bisschen mit Schmackes nach oben wegziehen. Die sitzt relativ passgenau drauf, sitzt quasi einmal so. Und darüber wird eben der Motor einmal
Ja, einmal gefedert, wenn ihr das sehen könnt. Also diese Platte einmal weg und ihr habt hier auch nicht irgendwie wie bei anderen Modellen oder bei etwas älteren Modellen irgendwie nochmal so eine, ja, so eine Scheibe dabei irgendwie für die Welle vom Motor. Nein, sondern G&G arbeitet auch hier wieder mit einem sehr, sehr großen Gewindestift einmal innen drin in der Motorplatte. Also hier gut, ich finde es immer lächerlich, warum man heutzutage da teilweise noch solche blöden kleinen Blättchen da reinlegt. Das ist immer Quatsch meiner Meinung nach. So, dann die Kabel weg. Natürlich auch hier wieder ein bisschen aufpassen, am besten einen Schlitzschraubendreher nehmen. Gut, es geht letztendlich auch mit dem Bit. Vorsichtig einmal nach oben weghebeln und natürlich die Verkabelung wieder darauf achten, dass das später bei der Montage wieder exakt genauso verkabelt. Bedeutet, ihr seht einmal, die beiden Kabel kommen im hinteren Bereich des Pistolengriffs nach oben. Dann geht einmal rot auf der Seite einmal nach vorne und schwarz ist letztlich darunter einmal eingesteckt. Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass die Ausrichtung von den Kabeln exakt wieder passt, denn ihr seht ja, die Bodenplatten von den SAEGs haben immer eine relativ spezielle Aussparung oder Aufnahme für den unteren Bereich des Motors. Und wenn ihr jetzt ein Kabel nicht sauber verlegt und da nicht aufpasst, dann tut ihr euch ziemlich schwer, die Platte wieder drauf zu bekommen. Denn wie gesagt, die wird dann teilweise von den Kabeln ein bisschen verdrückt, wenn eben diese nicht mehr richtig einmal drin liegen. Gut, so, Kabel ein bisschen zurück und dann nehmen wir einfach diesen Motor einmal aus dem Pistolengriff raus. Auch bei diesem Modell wird selbstverständlich der Pistolengriff von innen einmal mit der Gearbox verschraubt. Bedeutet, wir gehen auch wieder mit einem großen Kreuzschraubendreher in den Pistolengriff rein und lösen einmal im unteren Bereich diese beiden Kreuzschrauben. Die beiden Schrauben gelöst, Pistolengriff einfach nach oben einmal abziehen. Ein bisschen auf die Kabel aufpassen, beziehungsweise auf die Kabelschuhe oder auf die Motorstecker, damit er die nicht abreißt. So, Pistolengriff entsprechend einmal abnehmen. Gut Leute, dann bleibt uns letztendlich eigentlich nur noch einmal diese beiden Hebel bzw. Feuerwahlhebel müssen auf beiden Seiten weg und der Verschlussfang muss ebenfalls raus. Andernfalls würden wir die Gearbox nicht rausbekommen. Bedeutet, ihr stößt im inneren Bereich an den fetten Pin einmal von unserem Verschlussfanghebel. Zeige ich euch dann gleich. So, der Pin muss natürlich auch noch raus. Fangen wir mal an. Feuerwahlhebel vom Schützen links und vom Schützen rechts. Hier ist bei meinem Modell zwei unterschiedliche Schrauben drin. Also ihr seht hier zum Beispiel ist eine Torx-Schraube drin, braucht dann T6. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Sechskant drin. Warum auch immer. Hat man vielleicht einfach die falsche Schraube aus Versehen erwischt. Also auch hier einfach die beiden Schrauben einmal lösen und dann wieder aufpassen. Natürlich Feuerwahlhebel. Seht ihr, wenn man das Ganze mal umdreht, habt ihr hier wieder die kleine Stahlkugel. Auf die müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Also hier einmal diese kleine Stahlkugel und einmal der Feuerwahlhebel mit der entsprechenden Feder dazu. Bedeutet, wenn ihr es später wieder montiert, muss natürlich diese Stahlkugel muss genau auf der Feder natürlich laufen. Aufpassen, dass das wieder richtig macht und immer schauen, dass ihr, wenn ihr es wieder zusammenschraubt, zum Beispiel, ich kann es euch mal ganz kurz demonstrieren, gerade für Einsteiger, ich lege mir die Stahlkugel hier einfach in die Senkung rein oder in die Vertiefung, setze dann den Feuerwahlhebel sauber an und drücke diesen mit ein bisschen Schmackes runter und kontrolliere, damit es eben eine saubere Flucht ergibt. Wenn der nicht komplett plan sitzt oder nicht komplett plan runter geht, dann müsst ihr mal schauen, ob euer Zahnradsystem an der Gearbox eventuell ein kleines bisschen verdreht ist. Und nicht davon ausgehen oder nicht einfach nur drauf, zack, batsch und festziehen, denn wenn das Ganze ein bisschen versetzt ist oder nicht sauber von den Führungen her passt und ihr zieht die Schraube fest, dann könnt ihr hier ganz, ganz schnell einmal im inneren Bereich dieses kleine Gewinde kaputt machen. Denn das ist ja letztendlich bloß ein, müssten 2,5er sein. Wo ist denn mein Messschieber? Scheiße, habe ich nicht da. Das müssten 2,5er, also M2,5 Gewinde sein. Dementsprechend hier auch nicht beim Feuerwahlhebel irgendwie festziehen wie so ein Stier, sondern ganz leicht handfest und fertig. Und wie gesagt, immer gucken, damit einfach alles sauber zusammenpasst. So, einmal auf der Seite, einmal umdrehen und auf der gegenüberliegenden Seite einmal selbe Spiel. So, und hier kann man auch gleich ansprechen, ich glaube, ich habe es euch vorhin bei der allgemeinen Information auch schon mitgeteilt, aber auch hier hat G&G mitgedacht und ihr könnt den Feuerwahlhebel für Linksschützen einfach umdrehen. Bedeutet, wenn ihr euch mal den Feuerwahlhebel anschaut, die sind ja letztendlich ein bisschen unterschiedlich, beziehungsweise die Länge ist exakt identisch, aber zum Beispiel als Rechtsschützen jetzt habt ihr vom Schützen aus rechts, habt ihr hier einen Feuerwahlhebel, der eben im unteren Bereich schön schlank ist. Bedeutet, wenn ihr den Finger lang macht, stoßt ihr nicht im oberen Bereich gegen den Feuerwahlhebel, sondern der ist hier einfach ein bisschen vertieft. Ihr könnt ihn aber, wie gesagt, auch einfach andersrum montieren für Linksschützen, dass ihr zum Beispiel vom Schützen aus auf der linken Seite dann quasi diesen hier hin macht. Bedeutet, auch hier könnt ihr eben diese einfach einmal umdrehen. Finde ich gut, hat G&G ebenfalls an die Linksschützen gedacht. Gut, dann haben wir natürlich noch einmal unseren Pin hier einmal drin. Den können wir jetzt gleich mal einmal rausnehmen. Ja, der sitzt jetzt auch nicht mehr wirklich fest drin, wenn das ganze Zeug demontiert ist. Dementsprechend einfach einmal rausziehen das Ganze. Und natürlich, ach, habe ich vergessen, der Pin da hinten, der muss natürlich auch raus. Ne?
Habe ich es gezeigt, habe ich es nicht gezeigt? Ich weiß es nicht. Also der sitzt einfach hier hinten drin, der fette ist logisch. Auch diesen einfach einmal komplett rausdrücken und eben rausziehen. Weiß ich nicht, ob ich es jetzt bei den Aufnahmen gerade angesprochen habe oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall natürlich, der muss auch raus. So, jetzt da, Verschlussfanghebel, den braucht ihr letztendlich nur vom Schützen aus auf der rechten Seite demontieren. Bedeutet, wir drehen das Ganze jetzt einfach einmal um auf die Auswurfseite und lösen einfach diesen Hebel hier. Da braucht ihr einen 2 mm Inbus, also ein Sechskant. Dann lösen wir einmal die Schraube und dann gehen wir da irgendwie mit dem Fingernagel drunter und schauen, dass wir den Hebel einmal abziehen können. So, die andere Seite könnt ihr dran lassen, denn jetzt könnt ihr das Ganze mit ein bisschen Drücken einfach rausschieben. So, im inneren Bereich hakt jetzt das Blechchen aus und dann fällt er auf der gegenüberliegenden Seite einfach raus. Und wie gesagt, die fette Stange, dann worüber das Ganze läuft, die könnt ihr eben an der Seite einfach dran lassen. Gut, weg damit und damit ist die Gearbox auch ebenfalls komplett gelöst und wir können diese vorsichtig aus dem Griffstück oder aus dem Lower einmal entnehmen. Hinten natürlich ein bisschen auf die Kabel und auf die Platine vor allem ein bisschen aufpassen. Gut, jetzt, bevor wir die Gearbox aufmachen, ganz kurz wieder Montage, einmal Montage von dem Verschlussfang. Das Ding hier innen drin, dieses Blechchen, das könnt ihr einfach hängen lassen. Das hängt hier unten letztendlich nur an der Feder dran. Seht ihr, das fällt auch nicht raus oder sowas, sondern es wird gehalten. Das legt euch einfach wieder auf die Seite rüber, also einfach so herlegen. Und dann könnt ihr letztendlich, wenn dann die Gearbox drin ist, schiebt ihr das ganze Ding von der Seite wieder rein und hakt das Ganze im Inneren wieder ein, damit quasi, wenn ihr hier dreht, dass ihr das Ding innen drin, dieses Hakenteil oder Hebelteil einfach mitbewegt. Und wie gesagt, mehr ist da letztendlich nicht dabei. Könnt ihr also einfach einmal drin hängen lassen. Gut, dann machen wir die Gearbox auch noch auf. Hier natürlich wieder der eine Tipp für Einsteiger. Passt wieder auf das Zahnradsystem, damit es später bei der Montage wieder richtig ausgerichtet ist. Bedeutet, wenn ihr euch diese Zahnräder für den Feuerwahlhebel mal ganz genau anschaut, dann seht ihr natürlich, dass hier die Aufnahme für den Feuerwahlhebel ja eine gewisse Form hat. Bedeutet, ihr könnt dann einfach mal den Feuerwahlhebel hernehmen und dann schaut ihr mal, wie dieser einrastet. Und ihr seht hier, dieses Zahnrad würde jetzt einmal auf Safe stehen. Bedeutet, wenn wir jetzt hier einmal drehen, können wir umschalten auf Semi und hinten natürlich in Österreich, Schweiz auf Full Auto. So, und hier müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr jetzt das Ding demontiert, dann fällt das Zahnrad meistens weg. So, dann fällt es weg. Und wenn ihr das jetzt falsch montiert, bedeutet ihr von mir aus so rum, dann steht die eine Seite steht auf Semi und die andere Seite steht auf Safe. Das ist natürlich Quatsch. Dementsprechend immer schauen, quasi auf der Seite zunächst mal gucken, gut, wie steht der hier, oder ich richte mir diesen quasi aus. Stelle mir also dieses Zahnrad jetzt zum Beispiel einmal auf Safe, also dass der Feuerwahlhebel quasi so steht. Dann drehe ich das Ganze vorsichtig um, damit es sich nicht mehr verstellt. Hoppla. Einmal so her und dann schaue ich, dass sich von den Zähnen her genau das Zahnrad wieder so einsetzt, dass auch dieser Feuerwahlhebel quasi auf Safe steht. Quasi einmal so her. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Gut, einmal weg mit dem Ding. Das Zahnrad, das fällt euch, wie gesagt, eh weg. Und dann können wir ebenfalls hinten einmal die Feder direkt mal rausnehmen. Da braucht ihr einen 8 mm Inbus, wie vorhin beim Federschnellwechselsystem schon gezeigt. Bisschen die Kabel vorsichtig ein bisschen auf die Seite, damit wir sie nicht kaputt machen. Und dann einfach mit dem 8er Inbus hier einmal rein. Spring Guide ein bisschen reindrücken, um ca. 45 Grad drehen und vorsichtig nach hinten einmal kommen lassen. So, und dann könnt ihr das Ganze drum einfach nach hinten einmal rausziehen. Gut Leute, bevor wir die ganzen Gearbox-Schrauben einmal lösen, seitlich, können wir jetzt ebenfalls noch dieses Zahnrad von der Umlenkwelle ebenfalls einmal demontieren. Die sind meistens ein bisschen miteinander verpresst, bedeutet, wenn ihr hier ein bisschen vorsichtig den Pin ein bisschen reindrückt mit einem Bit, dann könnt ihr dieses Zahnrad ganz einfach einmal abnehmen. Na komm, geh raus. So, jetzt einmal raus damit. Auf der gegenüberliegenden Seite wird es ein bisschen wurstiger, denn da habt ihr letztendlich noch einmal die Selector-Plate zusammen mit dem anderen Zahnrad. Wenn ihr das auch noch raus haben wollt, müsst ihr halt hier ein bisschen fummeln, sage ich mal, aber es geht auch. Brauche ich mal ganz kurz einen Schlitzschraubendreher. Dann hebeln wir uns dieses Zahnrad ein bisschen nach oben, heben es ein bisschen fest und dann können wir das hier normalerweise rausziehen. Moment. Das ist vor der Kamera wieder toll zu zeigen. So, dann ziehen wir das einfach einmal raus. Und das können wir, wie gesagt, das mit der Selector Plate, das große, das können wir hier letztendlich einmal drin lassen. Das brauchen wir nicht unbedingt demontieren. Später zu der Montage auch einfach mit dem Schlitzschraubendreher ein kleines bisschen vorsichtig hochhebeln und dann das andere Zahnrad einfach einmal drunter schieben quasi. Wie gesagt, könnt ihr einfach so drin lassen. Gut,
Dann letztendlich nur noch einmal die ganzen Kreuzschrauben hier seitlich an der Gearbox einmal lösen. Somit sind die beiden Gearbox-Hälften jetzt einmal voneinander getrennt oder geöffnet und ihr habt hier bei der PCC auch nicht irgendwie nochmal ja, so einen Bolt-Stop-Lever hier seitlich oder irgendwie sowas dran oder Federn oben für einen Spannhebel, nix. Dementsprechend jetzt einfach hier das Ganze einfach einmal öffnen. So, und ihr seht, wenn ihr das Ding einmal aufmacht, dass das Zeug alles da bleibt, wo es hingehört, euch nichts irgendwie entgegenspringt, nichts raushupft, dementsprechend alles einmal sauber drin gehalten wird. Gut Leute, dann baue ich das ganze Zeug raus und dann schauen wir uns die Internals einmal im Detail an. Gut Leute, somit haben wir das Ding komplett einmal auseinandergekloppt und wir schauen uns die Internals einmal im Detail an. Wer sich ein bisschen auskennt mit G&G, der wird es gerade schon gesehen haben bei der Demontage, ja, wir haben hier leider in der PCC nicht die GC-Internals drin, also mit einem guten Ifrit-Motor und einen etwas besseren Pisten, sondern wir haben die etwas günstigeren von der CM-Serie drin verbaut. Finde ich ein kleines bisschen schade, muss man da mal gucken im Fazit, wie man das Ganze beurteilt, auch vom Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis. So, bei den Internals werde ich euch auch ein paar technische Sachen wieder mit ansprechen, was man machen könnte, aber das auch wieder nicht falsch verstehen, ihr müsst nichts unbedingt machen. Also ich gebe euch einfach ein paar Tipps und wer dann unbedingt irgendwas basteln möchte, ja, er weiß darüber Bescheid, aber das heißt nicht, dass ihr sofort irgendwas tauschen müsst. Auch natürlich wieder wie bei jedem anderen Hersteller wieder aufpassen, sobald ihr das Ding öffnet, die Gearbox oder irgendwas tauscht, ist natürlich die Gewährleistung im Eimer. Das solltet ihr immer berücksichtigen, egal bei welchem Händler ihr eine Waffe kauft. Also, schauen wir uns das Ding mal an. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir haben hier letztendlich von G&G die sehr gute G2 Gearbox drin verbaut. Die ist vom Aufbau her oder von der Konstruktion her ähnlich wie bei der G2H, welche in der TR16308 zum Einsatz kommt. Ist letztendlich von den Maßen innen drin und von den Komponenten selbst komplett V2 kompatibel. Es gibt aber ein paar kleine Unterschiede, die man vielleicht beachten sollte. So, zunächst mal die Shell an sich ist wirklich hervorragend von G&G. Das ist eigentlich out of the box, eine der besten Shells, die man bekommt auf dem Markt. Die ist unheimlich solide, unheimlich robust. Gerade hier vorne ist es mega geil konstruiert. Das hat ja auch Syma mittlerweile kopiert. Denn hier, das war der erste Hersteller bei G&G, die quasi eine verjüngende Tappet Blade verbauen. Zum Beispiel hier seht ihr aber die Tappet Blade, die wird hier vorne schön schmal. Und dementsprechend konnten sie hier vorne in die Gearbox selbst deutlich mehr Material einmal aufbringen. Dementsprechend hier im vorderen Bereich unheimlich verstärkt und auch im oberen Bereich für den Zylinder an der Kante ein sauberer Radius eingearbeitet, hier ein sauberer Radius eingearbeitet im hinteren Bereich. Dementsprechend von der Haltbarkeit her und von der Fertigung sind diese G2 Gearbox Shells oder auch G2H von G&G wirklich hervorragend, da kann man gar nicht schimpfen. Also die Shell würde ja auch problemlos 2 Joule aushalten. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, klar jetzt in der PCC nicht unbedingt in Bezug auf Lauflänge, aber rein von der Technik her oder von der Haltbarkeit her wäre es einfach möglich. So, dann von der Shell her, selbst her habe ich gesagt, es gibt ein paar Besonderheiten, die man beachten muss. Da wäre zunächst einmal, wir haben natürlich hier von G&G wieder das ETU-System oder die Electronic Trigger Unit drin oder EFCS-System von G&G und das Ganze ist in der Gen 4. Bedeutet, habt ihr vielleicht bei der Demontage auch schon gesehen, die Platine, die hinten drin hängt, die ist jetzt ein bisschen oder ja deutlich kleiner wie noch bei den Vorgängermodellen. Also wer sich zurückerinnert, Gen 2 oder so, da hatte man auch bei den Buffer-Tubes hinten in der CM-Serie oder in den 4-Modellen ja, so eine relativ große Platine. Die ist jetzt schon deutlich kleiner geworden in der Generation 4, aber dennoch habe ich das auch bei der Demontage schon angesprochen. Ich finde es ein bisschen schade von G&G, dass sie immer noch diese Platine alles extern haben. Warum bauen sie das ganze Zeug nicht wie andere Hersteller einfach hier innen drin mit drauf, damit quasi die ganzen Chips oder die ganze Platine einfach hier in der Gearbox sauber verstaut ist. Dann kann man sich den ganzen Platz da hinten drin für das ganze Kabelgelumpe könnte man sich alles problemlos sparen. Also hier muss man sagen, G&G, ja, ETU hervorragend, tipptopp, gibt es gar nicht zu maulen, auch die Weiterentwicklung immer tipptopp, kann man auch nicht schimpfen, aber nicht ganz, ja, kommt halt nicht ganz vom Aufbau her oder von der Konstruktion her vielleicht an andere ran. Also da wünscht man sich schon mal, oder würde ich mir wünschen, dass G&G vielleicht das Jahr noch oder 2022 vielleicht ihre ETU nochmal update und eben ein komplettes internes System dann hat. Ich weiß ja nicht, die haben ja auch diese Typ, was ist das, was haben sie damals auf der SHOT Show vorgestellt, Typ 89, glaube ich weiß es nicht mehr genau. Die hat ja quasi von außen über Bluetooth zum Programmieren. Da weiß ich aber auch nicht, wie ist die aufgebaut. Vielleicht haben sie es da schon umgesetzt, kann ich euch nicht genau sagen. Okay, also ETU hervorragend, die Shell an sich auch hervorragend, aber auch bei der Shell selbst, ihr müsst jetzt hier nichts tauschen, aber wenn ihr da anfangt, zum Beispiel mal ein anderes Gearset reinzubauen, dann gibt es bei diesen G2 und G2H gibt's häufig Probleme, da die Shell nicht zu allen Gearsätzen kompatibel ist. Habe ich euch damals in einem Tuning-Video von der TR16 erklärt.
Ich spreche es jetzt auch hier nochmal ganz kurz an. Und zwar zunächst mal die Lager, wenn ihr euch anschaut, wir haben 8 mm Kugellager an jedem einzelnen Gear, das ist hervorragend. Die sitzen aber ein bisschen lose drin, also die liegen letztendlich nur drin, wirkliche Passung ist das Ganze nicht. Also das war bei meiner Shell von der TR16, waren die deutlich Presse drin, also die haben hier ganz leicht ein bisschen Luft. Letztendlich sind es Kugellager, sie laufen innen drin und nicht in der Welle, dementsprechend in Ordnung. Sollten sich aber die Lager mal fressen, kann eben die Shell hier oder die Passung selbst ein bisschen verschleißen. Wie gesagt, ein bisschen Presse könnten sie drin sitzen, da es aber Kugellager sind, nicht so wild. So, und jetzt die kleine Besonderheit, wenn ihr mal herschaut, die Kugellager vom Sector Gear und vom Bevel Gear, die sitzen komplett einmal sauber plan in der Shell drin, also da ist kein Versatz drin. So, wenn ihr euch jetzt aber mal das Spurgear anschaut, da sitzt das ganze Kugellager auf dem Flansch drauf, ist also nicht in der Shell selbst versenkt. Dadurch entsteht hier so eine gewisse Kante von 0,3 sind es, glaube ich, oder 0,4 mm. Bedeutet, das Spurgear kommt von Haus aus hier schon mal 0,4 mm höher und auf der gegenüberliegenden Seite kommt das Lager ebenfalls weiter raus. Liegt also auch nicht plan drin. Und hier, wenn ihr ein anderes Gearset reinmacht, passiert es häufig, dass das Spurgear nicht passt, denn es klemmt euch hier bereits ohne Shims einmal drin in der Shell. Dementsprechend, wie gesagt, ich habe damals genau bei der TR16 genau ein Gearset reinbekommen und das war von, was habe ich drin, Prometheus, glaube ich, sind das. Die haben gerade so gepasst, aber auch das Spurgear komplett ohne Shim. Finde ich ein bisschen schade, hätten sie jetzt hier den Flansch auch noch einmal reingefräst in die Shell, damit es auch plan wäre, wäre die Shell zu allen Gearsets problemlos kompatibel. Dann hätten sie aber vermutlich Probleme gehabt hier außen mit ihrer Selector Plate, bedeutet, sie hätten die Selector Plate einfach am Lager einmal aussparen müssen. Da natürlich das Lager sonst hier ein bisschen zu weit rauskommt auf der Seite. Haben sie nicht gemacht, einfach hier den Flansch drauf gelassen, ein bisschen schade in Bezug auf Kompatibilität. Da wir aber hier die Lager nicht unbedingt tauschen müssen, da G&G schon die Gears nicht tauschen müssen, da G&G von Haus aus schon sehr gute Gears verbaut, würde ich es jetzt nicht so kritisch sehen. Gerade in der PCC, wie gesagt, lasst die Gears drin. Wer jetzt unbedingt auf einen 12.1er oder so gehen möchte, der kann aber hier, wie gesagt, aufgrund der Lagerung kann ein paar Probleme bekommen. So, dann auch nochmal Bezug auf die ETU. Wie gesagt, ist hervorragend, dass er drin ist wunderbar. Aber wer jetzt zum Beispiel einen Titan oder so reinmachen möchte, der kann auch hier bei der Shell Probleme bekommen mit diesem vorderen Steg hier. Bedeutet, dieses Material hier ist euch einmal im Weg. Ihr bekommt also einen Titan nicht problemlos in die G2 oder in die G2H rein. Ist auch ein bisschen schade in Bezug auf Kompatibilität. Aber auch hier wieder, wie gesagt, ja, es ist halt vielleicht nicht zum Titan 100% kompatibel. Aber ihr könnt das Ding auch out of the box ohne Probleme spielen. Ihr müsst da nicht anfangen rumzubasteln. Dementsprechend, ob man das so kritisch sehen kann, glaube ich jetzt eher nicht. Denn wie gesagt, so wie das Ding kommt, rennt es sauber. Dann vielleicht noch kurz in Bezug auf die ETU. Auch hier das Ganze natürlich mit dem Abzug einmal über den Mikroschalter. Bedeutet, wenn ihr hier mal reinschaut, da habt ihr hier so einen ganz kleinen Taster. Also ist es quasi ein mechanisches System und ihr drückt dann quasi mit dem Abzug einmal auf den kleinen Taster drauf. Und dementsprechend ist es auch bei den G&G-Modellen mit ETU einfach möglich, sauber im hinteren Bereich richtig schön schnell und ordentlich zu triggern. Da merkt man auch bei G&G immer richtig schön, ganz feinfühlig einmal diesen kleinen Taster. Und ich finde einfach, der Abzug bei G&G in Bezug auf mit dem ETU-System ist wirklich tipptopp. Also genauso zum Vergleichbar vom Trigger her wie jetzt zum Beispiel Airsoft Systems oder Bugatti Core. Das ist letztendlich genauso, habt ihr auch so einen sauberen, schönen Punkt im hinteren Bereich. Gut, dann ein bisschen anders geregelt ist einmal die Ansteuerung von dem Cut-Off. Bedeutet, auch hier habt ihr natürlich eine Zyklenüberwachung drin. Die G&G kann euch nicht jammen, auch wenn ihr ein bisschen schneller triggert. Muss man aber auch sagen, das ist vielleicht sogar von G&G ein bisschen schöner gelöst wie bei den anderen mechanischen Systemen. Bedeutet, bei den anderen mechanischen Systemen wird ja quasi der Zyklus einmal vom Steuernocken vom Sector Gear unten abgenommen. Bedeutet, wenn ihr euch das Sector Gear anschaut, habt ihr hier unten dran einmal den Steuernocken. Dreht sich jetzt das Zahnrad einmal, wird bei anderen mechanischen Systemen im unteren Bereich so ein kleiner Mikroschalter gedrückt über den Steuernocken. Das ist ein Nachteil, sagen wir mal so, kann ein Nachteil sein. Denn dieser Mikroschalter muss richtig schön sauber eingestellt sein. Bedeutet, sitzt der zu weit hoch, kann er kaputt gehen. Sitzt die Platine einen Tick zu weit unten, wird er nicht immer sauber betätigt. Und auch wenn man dann mal nachschimmt und man schimmt das Sector Gear ein bisschen höher,
Auch dann kann es passieren, dass der Mikroschalter zu tief sitzt und man dann eben die Platine mit ein bisschen Papier ein bisschen höher setzen muss, damit einfach dieser Mikroschalter sauber betätigt wird. Und das hat G&G einfach anders gelöst. Die lassen einfach den Standard Cut-Off-Lever drin. Da haben wir hier natürlich eine saubere, große Auflagefläche vom Cut-Off und dann wird das Ganze quasi über den Cut-Off im inneren Bereich über den Mikroschalter angesteuert. Angeregelt, hört sich ein bisschen scheiße an. Also angesteuert. Ist hier also, finde ich, von der Umsetzung vielleicht ein bisschen besser gelöst oder ein bisschen schöner gelöst, kann man sagen. Wie gesagt, hätten jetzt andere mechanische Systeme auch ihren Mikroschalter hier oben irgendwie drin, dann wäre es egal, wie wir jetzt das Sektorgear schimmen. Man muss also den Mikroschalter nicht extra justieren oder einstellen. Also ein kleines bisschen vielleicht schöner gelöst, das Ganze. Gut, und natürlich auch ein großer Vorteil bei G&G oder was G&G immer sehr, sehr sauber in den Shells löst, ist einmal die Verkabelung. Also richtig schön sauberer Kabelkanal drin. Ihr seht auch die Kabel, die springen euch nicht raus, die kommen nicht raus. Ihr habt hier unten eine schöne Abdeckung aus Kunststoff drin, damit quasi das Pinion Gear vom Motor nicht irgendwie die Kabel kaputt machen kann. Also es ist von G&G wirklich, von der Shell her und von der ETU immer noch wirklich tipptopp. Da kann man echt nicht schimpfen und ist auch noch zeitgemäß, würde ich sagen. Auch bei den Gears kann man eigentlich gar nichts schimpfen. Das sind sehr gute Gears von G&G. Zwar Standard G&G Gears, klar 18:1, aber das Ganze auch nicht mit einem 16-Zahn Sektorgear, sondern wie man zum Beispiel aus der ARP kennt, mit einem 13-Zahn Sektorgear. Also bedeutet, hier ist das Ganze einmal gestroked im oberen Bereich und dementsprechend wird der Piston nicht komplett aufgezogen, sondern circa nur bis ungefähr hierhin und dann löst er sich bereits. Dementsprechend dieses Thema ein bisschen spritziger und ist natürlich auch für die Lauflänge brutal, also oder locker ausreichend. Da hätten sie auch bloß auf 10 oder auf 12 Zähne gehen können. Auch muss man sagen, G&G Gears sind sehr haltbar, sind sehr gute Gears, kann man gar nicht schimpfen. Und ebenfalls, wenn sie richtig eingeschimmt sind, können G&G Gears sehr, sehr laufruhig sein. Also im Vergleich zum Beispiel zur ICS oder sowas, ja, ein Weltenunterschied. Wenn die Dinger gescheit eingeschimmt sind, dann nimmt man die fast nicht wahr. Also wie gesagt, die Motoreinstellung muss sauber passen und natürlich die Schimmung selbst muss ebenfalls hervorragend passen. Und dann sind die G&G Gears wirklich tipptopp. Dementsprechend hier, lasst das Zeug bloß drin, fangt da nicht an, irgendwie rumzubasteln oder rumzudoktoren. Einen kleinen Punkt muss man aber dennoch ansprechen, habe ich euch schon gesagt, CM16 Internals und entsprechend leider nicht der IFRIT 25K drin verbaut, sondern nur der etwas günstigere 18K Motor von G&G. Er ist jetzt für 1,2, 1,3 oder von mir aus auch mit 1,4, mit 11,1 ja locker ausreichend. Aber der IFRIT wäre dennoch deutlich spritziger gewesen. Also hier ein kleines bisschen schade, auch vielleicht Bezug Preis-Leistungs-Verhältnis, dass sie hier nicht auf den IFRIT gegangen sind. Ich meine, sie hätten ihn und das Ding ist jetzt auch nicht wirklich günstig, dementsprechend ein bisschen schade, dass der recht günstige Motor drin ist. Und hier, wie gesagt, hier ein bisschen aufpassen, die Motoreinstellung war standardmäßig nicht so prickelnd, also das Zahnspiel war relativ hoch zwischen Pinion Gear und Bevel Gear und dementsprechend hatte man auch ein ganz kleines bisschen Kreischen drauf auf der Waffe. Hat man dann den Motor ein bisschen weiter reingeschraubt, vielleicht eine halbe Umdrehung an der Motorschraube, wurde das Klangbild deutlich besser. Es ist dennoch nicht ganz perfekt, nicht ganz, wie gesagt, man kann es definitiv nicht kritisieren, da haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen, denn die Schimmung an sich ist von G&G schon out of the box sehr gut. Die schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz an. Zunächst mal, wie gesagt, wir haben 8 mm Kugellager an jedem einzelnen Gear dran und die haben ein kleines bisschen Spiel, das habe ich euch gerade schon gesagt. Das kann ich euch vielleicht im zusammengebauten Zustand jetzt gleich noch mal ganz kurz zeigen. Bedeutet, wir ziehen die Schrauben mal richtig schön fest und wenn man dann mal herschaut, kann man es vielleicht im Video erkennen, dass wir hier minimals ein bisschen Spiel drin haben, hier minimals ein bisschen Spiel im Lager drin haben und auch hier ein ganz kleines bisschen, aber wie gesagt, das ist minimalst. Ja, so kann man es, glaube ich, recht gut sehen, wenn man ganz genau hinschaut, dass hier das gesamte Lager in der Bohrung oder in der Passung ein bisschen Luft hat. So, dann wieder zurückzukommen auf die Schimmung. Wie gesagt, Schimmung war sehr gut out of the box von G&G. Man hätte letztendlich noch eine einzige 010er aufbringen können oder könnte man noch aufbringen. Und zwar zunächst mal, das Bevel Gear ist hervorragend eingeschimmt. Also hier passt nicht mal mehr eine 010er drauf. Ihr seht, wir haben minimal, ihr seht es wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, achtet mal hier auf das Lager. Minimals ein Tick. Also wirklich ein Tick Luft einmal drin, aber wie gesagt, macht dann eine 010er drauf, zieht ihr die Schraube fest, klemmt, dementsprechend hervorragend. Das Sektorgear hat gar kein Spiel, also 0, da bringt er gar nichts mehr drauf, es klemmt aber auch nicht, es läuft sauber. Und das einzige Gear, wo man vielleicht noch eine 010er aufbringen könnte, ist einmal das Sektorgear oben. Da haben wir ein bisschen arg viel Luft.
einmal von der Stimmung her drin. Also hier, wie gesagt, hier würde ich mal vielleicht eine 010er testen, mal noch eine 010er drauf, damit es perfekt eingeschimmt ist und vielleicht wird dann auch das Klangbild ein kleines bisschen besser. Wie gesagt, schlecht ist es auf keinen Fall. Out of the box eigentlich hervorragend, kann man schon fast sagen. Denn wenn man sich mal teilweise die China-Knüften anschaut, da habt ihr in jedem einzelnen Gear habt ihr da irgendwas mit 0,2 mm Luft drin. Also hier kann man nicht schimpfen, nur halt der Versatz ist ein bisschen schade, dass man es eben nicht durch andere Gears einfach tauschen kann, das Ganze. Gut, dann schauen wir uns noch einmal das Zylinderset an. Beginnen wir hier zunächst mal beim Piston und beim Piston-Head. Hier muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von G&G. Vielleicht auch in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn wie gesagt, hier haben wir letztendlich nur die CM16 Internals drin, von den ganzen Billigwaffen, wie auch die Raider oder so. Und dementsprechend nicht mal ein Piston drin verbaut mit kompletten Stahlzähnen, sondern hier ihren ganz normalen Kunststoffpiston, wo letztendlich nur ein Stahlzahn vorne dran hängt. Die anderen Zähne sind ja alle komplett einmal aus Kunststoff. Ich meine, sie haben doch den besseren Piston mit Stahlzähnen. Warum bauen sie die nicht überall rein? Ich meine, die Waffe ist jetzt auch nicht sonderlich günstig. Es ist ein neues Modell, 2021, ist neu konstruiert. Warum baue ich da den alten Piston rein? Und sind wir mal ehrlich, was macht denn das preislich für einen Unterschied? Schaut euch mal, was ihr für einen SHS-Piston oder so bezahlt. Das Zeug kostet doch kein Geld. Dann wäre die Waffe vielleicht 3 Euro teurer gewesen. Das hätte einen Bock nicht mehr fett gemacht. Also hier muss ich sagen, Piston nicht mehr zeitgemäß. Ja, natürlich, für das, was die Waffe hat, 1,4 oder noch weniger Energielasten drin, ist in Ordnung. Aber auf Dauer verschleißt halt Kunststoff immer schneller wie Stahl. Dementsprechend ein bisschen schade. Wie gesagt, sie haben einen besseren, da hätten sie auch gern ihren etwas besseren Piston verbauen können mit Stahlzähnen. Also hier ein bisschen an der falschen Stelle leider gespart. Das können wir auch gleich weitermachen. Vorne auch der Piston-Head ist der Standard G&G Piston-Head. Seht ihr auch, der hat sich letztendlich nur von der Farbe einmal geändert. Gut, der ist jetzt halt nicht mehr Schwarzkunststoff, sondern es ist halt jetzt ein roter Kunststoff. Ob der rote Kunststoff jetzt irgendwie haltbarer ist wie der schwarze, kein blassen Dunst. Auf jeden Fall bei den anderen G&G-Modellen mit einem Kunststoff-Piston-Head, ist dieser vordere Ring, kann hier gelegentlich mal abbrechen. Das ist aber auch nicht sofort und auch nicht, wenn das, auch nicht sofort und auch nicht mit der Energie, wie das Ding kommt, sondern meistens halt nur, wenn man es ein bisschen übertreibt von der Energie her. Also auch hier muss man sagen, ja, es ist für 1,3, 1,4 ist es gerade noch in Ordnung. Aber für den Preis hätte man sich vielleicht auch einen Piston-Head aus Alu wünschen können. Auch hier ein bisschen schade. Wie gesagt, man kann natürlich problemlos V2-Sachen einbauen, aber müsste halt auch wieder ein bisschen Geld investieren. Wie gesagt, ja, lasst das Ding drin, spielt das Ding mit 1,3, 1,4, vollkommen in Ordnung, ihr müsst da nichts dran machen. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis von den Internals, ein bisschen schade, muss ich sagen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von G&G. Und genauso können wir eigentlich auch gleich weitermachen, denn auch der Zylinderhead ist auch bloß ein Kunststoff-Zylinderhead mit einem O-Ring. Da kann man jetzt nichts kritisieren, da sitzt das sauber drin, das Zeug dichtet sauber ab, ist in Ordnung. Aber warum ballert man da keinen aus Alu rein? Auch da haben sie von den anderen Modellen haben sie einen besseren aus Alu. Warum hier wieder auf den günstigen gehen? Ich meine, das Ding ist jetzt kein Schnäppchen. Also hier ein bisschen schade, wie gesagt. Ich dachte eigentlich, sie ballern die Internals von der GC-Serie rein. Nein, sie machen die von der CM16-Serie rein. Also Zylinderhead Standard V2, einmal aus POM gefertigt. Zylinder ist nicht aus Stahl, das ist ein eloxierter Aluminiumzylinder Typ C. So, die Nozzle. Die Nozzle ist auch leider Standard Kunststoff Nozzle, das Ganze leider ohne O-Ring mit einer Länge von 21,3 mm. Also wenn ihr mal eine Alu-Nozzle euch installieren wollt mit O-Ringen, könnt ihr 21,25 oder 21,3 verwenden. Auch hier muss man sagen, ja, es ist in Ordnung für eine Knifte out of the box, aber wenn man sich das einfach mal anschaut, hier mal einen Drucktest macht und die Nozzle einfach vorne mal zuhält in Schussposition, dann merkt man einfach, dass hier an der ich kann es noch nicht gescheit halten. Aber man merkt einfach, dass an der Nozzle ein kleines bisschen Luft vorbeibläst, da einfach kein O-Ring installiert ist. Bedeutet, sie hätten auch von der Feder vermutlich, wenn sie hier jetzt eine Nozzle installiert hätten mit O-Ringe, mit einem oder mit zwei, dann hätten sie vielleicht auch für die Energie von der Feder gar nicht so krass gehen müssen. Denn wie gesagt, hier geht ein bisschen Druck leider an der Nozzle dran verloren. So, wenn wir gerade schon über die Feder gesprochen haben, denn hier haben wir natürlich vom Software Store wieder diese High-Velocity-Version. Bedeutet genauso wie damals meine TR16. Bedeutet, wir haben ein 13-Zahn-Sektorgear, was hervorragend ist. Aber wir haben halt dementsprechend, um auf die Energie zu kommen von 1,4, 1,5 Joule, verbaut G&G entsprechend halt eine mega kranke Feder. Ne? Das müsste geschätzt, wenn das einfach mal mit anderen Federn vergleicht, müsste das eine 130er bis 140er Feder sein. Also ich gehe mal von einer 130er ungefähr aus, um auf die Energie von 1,5
5 Joule zu kommen. Hat einen kleinen Vorteil natürlich, diese etwas straffere Feder von G&G, diese schwingen nicht nach. Bedeutet, wenn ihr euch mal die Videos zum Beispiel anschaut von der CM16-Serie mit wenig Energie und mit einem 16 Zahn Sektorgear, da ist eine relativ lasche Feder von G&G drin und die schwingen immer so richtig widerlich nach dem Schuss. Bedeutet, hier muss man dann auf einen anderen Federhersteller zurückgreifen. Das hört sich einfach mega kacke an. Hier mit der etwas strafferen Feder von G&G, wie gesagt, ungefähr geschätzte 130er, habt ihr eben dieses Federklingeln von der Shell selbst nicht drauf. So, aber wie gesagt, 130er Feder, um auf 1,4, 1,5 Joule zu kommen, ist schon stattlich oder recht sportlich. Ich denke mal, wenn sie jetzt hier die Nozzle durch eine getauscht hätten aus Alu oder hätten zumindest einen O-Ring installiert, dann wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, mit einer 110er oder vielleicht sogar mit einer 120er die Energie rauszubekommen. Da wir aber ein bisschen Druck verlieren, müssen sie halt entsprechend eine relativ straffe Feder einmal installieren. Was natürlich auch für den 18K Motor, naja, er plagt sich jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, der 25K wäre vielleicht für die Feder auch ein bisschen besser gewesen. Der Spring Guide ist dann wieder sehr gut. Federschnellwechselsystem ist hervorragend, habt ihr schon gesehen. Ihr kommt wunderbar ran, es ist benutzerfreundlich, es ist schnell erreichbar und ihr könnt das Ding problemlos mit 1 Joule, mit 1,2 oder halt mit 1,4 oder 1,5 maximal betreiben. Und dafür ist das Ding einfach hervorragend und bietet sich eben auch an, über den Spring Guide hier die Feder schnell und einfach zu wechseln. Wie gesagt, 8 mm Inbus, 2 Schrauben lösen, zack, schwächere Feder rein und gut ist. Und dementsprechend auch hier eine relativ hohe Range, was ihr mit dem Ding fahren könnt. Also ihr könnt das Ding von mir aus in der Halle spielen mit 0,9, mit 1 Joule oder ihr spielt das Ding auf einem relativ, gut weitläufig jetzt vielleicht nicht, oder sagen wir mal so, auf einem Gelände, wo ihr, sag ich mal, auf 50 Meter spielt oder sowas. Ja, dann könnt ihr das Ding mit 1,4, 1,5 betreiben, ist in Ordnung. Für mehr Reichweite würde ich jetzt die PCC so oder so nicht ansehen. Dafür ist das absolut das falsche Modell. Aber dementsprechend ein extrem guter Allrounder, würde ich sagen, im Mid-Range-Bereich. Oder vielleicht sogar im Close-Range. Gut, Feder, wie gesagt, relativ straff. Spring Guide ist gleich geblieben zu den anderen. Wir haben hinten die Arretierung einmal aus Stahl mit 4 Arretierungspunkte. Bedeutet auch, wenn der Spring Guide einmal in der Shell drin ist, über diese 4 Punkte kann er eben nicht nach oben oder nach unten einmal im Winkel sich verstellen oder wegklappen. Die Aufnahmen sind zwar relativ dünn, aber die sollten, ja, daher das Ganze aus Stahl ist, sollte das Zeug deutlich besser halten wie bei VFC. Gut, die haben mittlerweile auch auf Stahl abgedatet, aber G&G hat es halt gleich, ja, vielleicht ein bisschen besser gemacht. Gut, und natürlich hinten einmal ein Axiallager auf dem Spring Guide drauf vorhanden. Also auch hier kann man eigentlich absolut nicht schimpfen. Gut, Leute, dann fehlt noch Lauf- und Hop-Up-System. Also Lauf-Hop-Up-System, habt ihr vielleicht bei der Demontage auch schon gesehen, G&G verbaut hier Gott sei Dank ihre sehr, sehr gute Hop-Up-Kammer aus Polyamid-Kunststoff im Rotary Design. Bedeutet, hier könnt ihr das Ganze wieder, wie auch bei den teuren TR16 Modellen oder GC Modellen, könnt ihr das Ganze richtig schön feinfühlig über ein großes gerändeltes Rädchen einmal über Klicks einstellen. Und das ist auch out of the box, finde ich, eine der geilsten Hop-Up-Kammern. Egal wo man hinschaut, ob jetzt eine E und L euch anschaut oder auch die China Rotary-Kammern, die sind zwar auch in Ordnung, aber die G&G ist einfach perfekt, da kann man echt nicht maulen. Also man muss jetzt hier gar nicht anfangen und sich irgendwie eine Retro-Arms reinbauen oder eine Max. Nein, lasst die Hop-Up-Kammer drin, die tut's genauso. Nur beim Bucking und beim Tangent, da muss man ein bisschen was beachten, das sprechen wir aber gleich an. Also die Hop-Up-Kammer ist wirklich hervorragend, tipptopp. Und natürlich auch die Abdichtung mit der 21er 3er Nozzle, was hier drin verbaut ist, hervorragend, kann man auch nicht schimpfen. So, der Lauf zunächst mal, habe ich euch bei den technischen Daten schon gesagt, 255 mm, also relativ kurz. Dementsprechend muss natürlich auch hier eine 130er Feder rein mit einem 13 Zahn Sektorgear, um hier auf Energie zu kommen. Bedeutet, müsst ihr auch immer beachten, je kürzer der Lauf ist, desto weniger Energie bekommt ihr raus. Muss man halt ein bisschen berücksichtigen. Aber wie gesagt, hier von der Energieabgabe 1,4, 1,5, perfekt. Könnte vielleicht sogar noch ein Tick weniger sein. Also, 255 Standard AEG-Lauf aus Messing, das Ganze, 608er Innendurchmesser mit einem Lauffenster hinten, was man vielleicht ein bisschen beachten muss, von 4,8 mm in der Länge. Das wird interessant, gerade so TNT-Buckings oder auch MR braucht, glaube ich, auch 5 mm, soweit ich es noch im Kopf habe. Aber das ist, sind wir ehrlich, warum sollte ich in der PCC, in der 45er,
ein MR-Bucking reinbauen. Das macht irgendwo relativ wenig Sinn. Aber dementsprechend auch zu normalen Buckings, sage ich jetzt mal, Maple Leaf Diamond, Maple Leaf Macaron oder sowas, diese ganzen Standard-Buckings würden vom Fenster her hinten passen. Ist aber auch nicht unbedingt nötig, denn für das, was die Waffe ausgelegt ist eigentlich, ist auch das Original-Bucking schon sehr gut, muss man sagen. Wir haben hier wieder von G&G das Backs drin verbaut oder V-Shape, je nachdem wie ihr das nennen wollt. Bedeutet das Bucking, wo wir quasi zwei Patchflächen einmal drin haben. Bedeutet, wir drücken quasi links und rechts einmal auf die BB drauf. Das ist an sich für 0,25 in Ordnung. Bei 0,28 fängt der Drop bereits ab 50 an. Also ihr bekommt 0,28 maximal noch auf 50 Meter. Das ist aber auch, sind wir ehrlich, für 1,4 Joule. Was wollt ihr denn mehr? Wie gesagt, für einen Allrounder im Midrange-Bereich finde ich es in Ordnung. Und wenn man dann hergeht und sagt, gut, wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr Hop-Effekt haben oder wir brauchen ein bisschen mehr Reibung, dann könnte man zum Beispiel einfach nur den Tensioner, der hier unten dran ist, das ist letztendlich so ein Standard-Nub von G&G, könnte man einfach durch einen aus Vollgummi ersetzen. Bedeutet, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, der ist innen halt wieder mit Loch. Also relativ, er kann halt ein bisschen nachgeben. Ist also ein bisschen weicher. Würde man jetzt hier einfach einen installieren aus dem 80er NBR oder 70 NBR aus Vollgummi, dann würde man einfach auf diese beiden Patchflächen noch ein bisschen mehr Druck einmal drauf bekommen. Oder man kombiniert das Ganze sogar mit dem Maple Leaf Omega Tensioner, das funktioniert auch hervorragend. Und dann habt ihr auf die Patchflächen einfach schon mal von Haus aus ein bisschen mehr Druck drauf, da einfach der Tensioner ein bisschen härter ist und ein bisschen mehr Fläche einfach bewegt. Und wie gesagt, dann könnt ihr für 0,28, lasst das Ding doch drin, dann schießt mit dem Ding auf 50 und gut ist. Es ist ein kompaktes SMG oder ein relativ kompaktes SMG und dafür ist es ausreichend. Wir schießen hier nicht mit 2 Joule auf 80 Meter und dafür ist die Waffe auch nicht ausgelegt oder gedacht. Und dementsprechend auch out of the box, wie gesagt, würde ich sagen, für 0,25 tipptopp, für was die Waffe ausgelegt ist. Und wenn man halt nochmal 5 Meter mehr raus haben will, vielleicht mit 0,28 oder 0,3er, dann wie gesagt, dann tauscht doch einfach den Tension durch den Omega und lasst das Bucking drin und fertig. Ansonsten, ihr könnt natürlich auch die ganzen Maple Leaf Buckings von mir aus reinbauen, aber sind wir ehrlich, so viel bringen die euch jetzt auch nicht mehr. Also hier kann man eigentlich überhaupt nichts schimpfen und die Hop-Up-Kammer, im Gegenteil, die ist wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Also dementsprechend Hop-Up-System, ja, für das, was die Waffe leisten soll, tipptopp, kann man auch nicht maulen. Gut Leute, wie gesagt, die Internals leider nur von der CM16-Serie, da kann man auf Preis-Leistungs-Verhältnis, na, kann man vielleicht ein bisschen maulen, weiß ich noch nicht. Ich baue das Ding auf jeden Fall mal zusammen, lass mir noch ein paar Punkte einfallen fürs finale Fazit und dann sprechen wir das Ding einmal final durch. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Gibt es abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit zur G&G PCC 45. Geiles Ding kaufe ich mir. Nein, Quatsch, sprechen wir es einmal im Detail durch. Zunächst mal, was finde ich gut? Da hätten wir zunächst mal die Verarbeitungsqualität. Auch hier von G&G wie bei allen anderen Waffen keine großen Toleranzen drin. Nichts irgendwie vermurkst oder irgendwas, dass irgendwas nicht passt oder klappert oder wackelt oder sowas. Nein, hervorragend. Verarbeitungsqualität tipptopp und auch die Passgenauigkeit vom Vorderschaft, habt ihr gesehen, zum Akku einlegen. Es sitzt einfach alles hervorragend dran und auch über dieses Hebelsystem einfach geil konstruiert. Dementsprechend Verarbeitungsqualität tipptopp, da kann man nicht maulen. So, der zweite Pluspunkt, das fasst man ein bisschen zusammen, das ist, normalerweise könnte man es Handling nennen, aber ich nenne es einfach mal, wie soll ich das nennen, Allrounder vielleicht. Und da würde ich was mit einbeziehen lassen. Es ist einfach eine schöne Waffe. Sie ist zunächst mal leicht, sie ist nicht wuchtig, sie ist schön schlank vom Design her. Sie hat ein unheimlich geiles Handling vom Receiver auch mit der Auflage, einmal für den Finger zum Langmachen. Es liegt sauber in der Hand, lässt sich toll greifen und ist gerade für so Mid- oder auch vielleicht ja, Low- oder Mid-Range ist das Ding perfekt. Ja, bedeutet, wir haben hier jetzt zwar keine Waffe, sagen wir 2 Joule, wo man auf 80 Meter schießt. Nein, es ist einfach ein sauguter Allrounder, sage ich mal, bis 50, 60 Meter maximal. Und da ist das Ding hervorragend, lässt sich geil führen, ist leicht, tolles Handling, tolles Design natürlich. Dementsprechend ein ganz großer Pluspunkt vielleicht, starker Allrounder. Wie gesagt, keine Langwaffe, keine 2 Joule oder sowas, 1,4, fertig. Perfektes Modell. Dann natürlich der nächste Pluspunkt. Klar, Federschnellwechselsystem jetzt auch hier von G&G direkt von hinten erreichbar. Mit den Kabeln müsst ihr ein bisschen aufpassen da hinten drin. Das hätten wir vielleicht auch schöner lösen können, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber zunächst mal, ihr könnt 2 Schrauben lösen und kommt direkt hinten einmal an den Spring Guide ran. Ja, was wollt ihr denn mehr? Tipptopp. Und dementsprechend vielleicht auch gerade nochmal auf das Thema Allrounder bezogen. Ja,
Wir können das Ding mit einem Tool spielen, wir können 1.2 spielen, 1.3, 1.4, 1.5, wir haben ein Federschnellwechselsystem, wir können das Ding spielen, wie wir wollen. Dementsprechend gutes Federschnellwechselsystem und vor allem benutzerfreundliches Federschnellwechselsystem. Mein nächster Pluspunkt muss man auch zunächst mal wieder geben, G&G ETU drin verbaut, das Ganze jetzt in der Generation 4, bedeutet die Platine hinten mit dem MOSFET ist ein bisschen kleiner geworden, habt ihr gesehen, ist jetzt hier hinten zwar immer noch drin, nicht ganz perfekt, aber es ist zumindest schon mal schön, dass wir ein ETU-System und ein MOSFET drin verbaut haben. Dementsprechend sind auch problemlos 11,1 Volt möglich. So, der nächste Pluspunkt ist einmal das Thema Hop-Up. Ja, wie gerade schon angesprochen, wir haben hier keine Waffe, wo wir 0,4er reinballern oder auf 80 Meter schießen. Nein, wir nehmen dafür vielleicht 0,25, 0,28 oder sei es mal 0,30. Und hierfür haben wir ein sehr, sehr gutes Hop-Up-System out of the box. Gerade gut als Bucking Tension, das haben wir dahingestellt, 0,28 ist eigentlich perfekt dafür, schwerer vielleicht eher nicht. Aber die Hop-Up-Kammer von G&G ist einfach saugut. Es bedeutet, ob ihr da euch jetzt eine Max reinbaut, es bringt euch nichts mehr. Dementsprechend sehr, sehr gute Hop-Up-Kammer drin und dementsprechend gebe ich auch auf das Thema Hop-Up, was die Waffe out of the box leistet, mal einen Pluspunkt. Und natürlich dafür, worauf sie ausgelegt ist. Wie gesagt, 50, maximal 60 Meter, tipptopp. Und der letzte Pluspunkt auf meiner Liste, das Ding ist komplett ambidex oder beidseitig nutzbar. Bedeutet, der gesamte Feuerwahlhebel komplett beidseitig, auch ohne irgendwie Haken drin oder sowas. Läuft zwar ein bisschen leichtgängig. Ihr könnt ihn auch als Linksschütze einfach ummontieren, dass ihr quasi diese Aussparung für den Finger auf der anderen Seite dran habt. Ihr habt einmal den Verschlussfang auf beiden Seiten. Gut, Magazinhalter kommt da eh dran. Auch der Spannhebel hier oben dran habt ihr auch rein theoretisch beidseitig. Habe ich euch aber auch gezeigt, könnt ihr eine Seite, wenn das ihr nicht wollt oder wenn es störend ist, einfach wegschrauben. Und dann habt ihr eben den Hebel nur noch auf der Seite dran, wo ihr dann braucht. Dementsprechend komplett beidseitig nutzbar und auch für Linksschützen vielleicht ein sehr interessantes Modell. Gut Leute, dann kommen wir zu den Neutralpunkten. So, und dann haben wir den ersten Neutralpunkt auf meiner Liste. Das sind ein bisschen die Internals. Und hier müssen wir aber ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen schade. Klar, wir haben nur den 18K Motor drin, wir haben nur den Pisten mit Kunststoffzähnen, keine Stahlzähne drauf und der doch recht günstige Pistenhead aus Plastik. Also letztendlich die günstigeren Internals aus der CM16-Serie von G&G. So, da muss man wie gesagt ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen schade. Für das, was die Waffe allerdings leisten soll, wie gesagt, das Ding kommt ja standardmäßig, glaube ich, im Ausland auch bloß mit einem Joule oder sowas oder 1.1, was ihr, glaube ich, hat. Hier haben wir jetzt vom Software so die High-Velocity-Version, halt ein bisschen mehr Bums drin. Aber die Internals an sich nicht abgedatet. Wie gesagt, für das, was die Waffe leisten soll, sind die Internals in Ordnung. Jetzt kommt es aber ein bisschen drauf an, Preis-Leistungs-Verhältnis. Kostet das Ding jetzt mehr wie 320, 330 Euro, dann würde ich die Internals ein bisschen nicht ganz aktuell betrachten. Wie gesagt, der Motor, da könnte schon der Ifrit mit 25K rein. Wäre vielleicht noch ein bisschen spritziger gewesen vom System und auch der Pisten hätten sie doch den mit Stahlzähnen einbauen können. Also hier ein paar Neutralpunkte. Ja, sie sind nicht schlecht, die Internals. Sie sind dafür, was die Waffe leistet, ausgelegt. Für mehr aber natürlich nicht. Bedeutet, wird irgendwann mal vielleicht mal ein besserer Pisten nötig sein, mal nach einem Jahr oder nach 1,5 Jahren. Oder auch der Motor, wenn ihr es ansprecht, weil ihr halt noch ein bisschen schneller haben wollt, dann schaut ihr halt, dass ihr irgendwo den Ifrit irgendwie günstig herbekommt. Von mir aus auch gebraucht, mit wenig Schuss durch und gut ist. Gut, mein nächster Neutralpunkt, jetzt haben wir gerade schon gesagt, beim Pluspunkt, klar, ETU MOSFET drin, ist hervorragend, aber immer noch ein bisschen schade von G&G, dass sie ihre Elektronik nicht direkt alles in die Gearbox reinbauen. Das ist ein bisschen kacke und dementsprechend, ja, es ist schön, wenn es MOSFET abraucht. Wir können einfach hinten die defekte Platine einfach abstecken, können eine neue hinstecken und fertig. Das ist tipptopp, wir müssen nicht an die Gearbox hin, aber das kostet immer Platz. Bei den M4-Modellen habt ihr hinten in der Buffer-Tube immer diese riesigen Platine drin, kostet Platz für den Akku. Und jetzt hier bei der PCC finde ich es ein bisschen schade, hätten sie auf die Platine verzichtet und hätten alles intern, dann hätten sie sich hier hinten diesen ganzen Platz hier innen drin einfach sparen können. Bedeutet, sie hätten den gesamten Klappschaft deutlich näher an den Receiver hinziehen können vom Design. Bedeutet, wir wären locker nochmal vielleicht 25 bis 30 mm näher hingekommen. Dann wäre das gesamte hintere Stück ein bisschen kompakter gewesen. Dementsprechend zieht sich es aber hier hinten halt relativ weit raus, dass sie hier hinten ihre Platine einmal unterbekommen müssen. Also hier ein kleiner Neutralpunkt von immer noch bei G&G, leider die sehr vielen Kabel und halt auch die Platine extra. Wie gesagt, da können Sie ruhig 2021 oder vielleicht 2022 mal noch weiterentwickeln und das Ganze vielleicht alles komplett intern installieren, wie bei anderen Herstellern auch. So, und dann haben wir schon meinen letzten Neutralpunkt, das ist ein bisschen der Klang.
Wir haben jetzt hier bei der High-Velocity-Version vom Software Store kein Federscheppern oder Klingeln drauf von der Hauptfeder, sondern letztendlich nur die Feder einmal hier hinten von diesem Arretierungsknopf vom Klappschaft. Habe ich euch gezeigt, nehmt ihr die Feder kurz raus, packt ein bisschen Schaumstoff rein oder fettet sie ein bisschen ein, dann habt ihr dieses Federklingeln nicht mehr drauf. Aber dennoch haben wir hier letztendlich nur einen Kunststoff-Receiver, der relativ hohl innen drin ist und dadurch hört sich die PCC immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr habt immer halt dieses bisschen so ein Kunststoffscheppern drauf. Lässt sich halt hier leider nicht ganz vermeiden. Wie gesagt, vom Klang nicht ganz perfekt, aber auch nicht wild oder nicht schlecht oder sowas. Muss man halt ein bisschen in Kauf nehmen. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Ich habe heute keinen einzigen Kritikpunkt, denn wie gesagt, ich finde das Ding mega, mega sexy. Die Internals, wie gesagt, es ist in Ordnung. Und jetzt kommt es aber ein bisschen auch darauf an, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe es euch am Anfang gesagt, ich habe aktuell leider noch keinen finalen VK vom Software Store bekommen. Wenn man sich jetzt mal das Modell anschaut, aktuell wird sie mit 320 € gelistet, natürlich noch nicht verfügbar. Das soll aber noch nicht der finale Preis sein laut dem Bernd. Bedeutet, das Modell könnte für 320 € kommen, sie könnte aber auch teurer werden. Im Ausland kostet sie, EU-Ausland kostet sie 300, dann kommt natürlich noch die Zulassung mit drauf, Steuern, bla bla bla. Wird also natürlich in Deutschland ein bisschen teurer werden. Da finde ich 320, 330 finde ich gut, ist vollkommen in Ordnung. Wenn das Ding jetzt, sage ich mal, mehr wie 350 kostet oder 360 vielleicht sogar, dann würde ich fast schon sagen, da ist sie in Bezug auf die Internals fast ein bisschen zu teuer. Weil dann würde ich anfangen zum Vergleichen mit einer normalen CM16, mit einem M4-Modell. Klar, hier stecken Entwicklungskosten drin, neuer Receiver und alles, kostet alles Geld. Sie darf ein bisschen teurer sein, keine Frage, aber wenn sie dann mehr wie 350 kostet, dann muss der G&G, der Ifrit rein mit 25K und dann muss auch ein besserer Pisten rein. Also wie gesagt, wenn sie teurer wird wie 350, dann finde ich die Internals vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr so toll. Dann würde ich sie vielleicht sogar als Kritikpunkt aufnehmen. Aber wie gesagt, kostet das Ding 320, 330, ja, unbedingt. Hole ich mir, kaufe ich mir, ist geil. Also Leute, wieder ein sehr schönes Modell von G&G, wirklich tipptopp Internals. Sei mal dahingestellt, wie gesagt, 1.3, 1.4, spielt das Ding so, wie sie kommt. Auch Hop-Up spielt, wie sie kommt. Wenn der halt auf Dauer, sage ich mal, 1.5 oder 1.6 spielt, dann macht er halt mal vielleicht irgendwann mal einen anderen Motor rein. Oder vielleicht mal irgendwann in anderen Pisten. Aber so wie das Ding kommt, läuft es sehr, sehr gut, muss man sagen. Auch gut konstruiert, schön konstruiert, tolles Design. Und auch von G&G einfach eine wunderschöne und gut umgesetzte Airsoft. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Habe ich irgendwas vergessen? Möchtet ihr irgendwas dazugeben zu diesem Video? Ihr wisst Bescheid, jederzeit einmal Kommentarfeld nutzen, auch wenn ihr weitere Fragen habt. Wie gesagt, die muss jetzt leider wieder zurück, die darf ich nicht da lassen. Aber sobald das Ding offiziell verfügbar ist, wird hier eine herkommen, denn es ist einfach sexy, das Teil. Also wie gesagt, auch wenn weitere Fragen sind, liebend gern. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal so ein kleines Projekt mit einem anderen Pisten drin und einem besseren Motor oder so, mal gucken. Oder ein DSG mit 1,2 Joule wäre vielleicht auch witzig drin. Man kann also viel draus machen, mal gucken, was die Zukunft einmal bringt. Also wie gesagt, wenn auch weitere Fragen sind, jederzeit Kommentarfeld nutzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liebend gern Like, Abo und eine Mitgliedschaft dalassen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.